Lieben, ich begrüße euch zum 103. Vortrag zur Apokalypse und wir haben aber noch immer den 52. Wochenspruch, weil es ist noch nicht Ostersonntag, also müssen wir noch warten auf den ersten. Aber dafür lernen wir den 52. gut kennen und der ist sehr schön. Wenn aus den Seelentiefen der Geist sich wendet zu dem Weltensein und Schönheit quillt aus Raumesweiten, dann zieht aus Himmelsfernen des Lebens Kraft in Menschenleiber und einet, machtvoll wirkend, des Geistes Wesen mit dem Menschensein. Also, das heißt, in unseren Seelentiefen, da ist hoffentlich jetzt in der Winterzeit erwacht das Geistige, das heißt, wir sind uns unseres geistigen Lichtes ein bisschen hoffentlich bewusst geworden und dem kommt jetzt entgegen das Geistige von außen, das in der Natur wirkt, in der Natur gestaltend wirkt, Schönheit erzeugt in der Natur und als Schönheit entgegenleuchtet aus den Raumesweiten. Und damit zieht aber zugleich auch Lebenskraft, des Lebenskraft in unsere Leiblichkeit ein. Also wir haben damit jetzt nicht nur eine Begegnung unseres geistigen Bewusstseins mit dem Geistigen, das uns entgegenkommt, sondern vieles wirkt auch in Wahrheit unterbewusst oder unbewusst in unserer Leiblichkeit hinein und belebt uns. Und da steckt ja wahnsinnig viel Weisheit drinnen, in diesen Lebenskräften, auch in der Gestaltung unseres physischen Leibes ist die höchste Weisheit drinnen, das ist das Weisheitsvollste überhaupt, weil es der physische Leib im Grunde die allerlängste Entwicklung durchgemacht hat, ist also am reifsten in gewisser Weise. Und die nächste Stufe ist der Ätherleib, die Ätherkräfte, die Formbildekräfte, also die Lebenskräfte. Und im astralischen, seelischen, no, da wäre sehr viel Weisheit in der Welt draußen. Also das Astralische in der Welt ist höchste Weisheit, ist die Frucht eigentlich des vergangenen kosmischen Entwicklungszustandes, den Rudolf Steiner also den alten Mond nennt, aber auch den Kosmos der Weisheit. Und zwar am Ende, wenn er fertig ist. Also er fängt eigentlich sehr chaotisch an, könnte man sagen, noch im Vergleich zu dem, was wir heute haben, also so etwas wie Naturgesetze, die eine gewisse Harmonie hineinbringen, das fehlt noch so einen hohen Grad auf dem alten Mond. Die längste Zeit entwickelt sich erst und dann am Ende ist das Astralische der Inbegriff des Weisheitslichtes, könnte man sagen. Und das manifestiert sich heute in den Naturgesetzen im weitesten Sinne. Also das kommt uns überall aus der Natur entgegen. Und das wirkt natürlich auch jetzt in unsere Leiblichkeit gestaltend hinein, aber gerade das Astralische, das wir zu uns genommen haben, aufgenommen haben und beginnen daraus unser Seelisches zu formen, das unterliegt aber ganz stark dem Einfluss der Widersacherkräfte und ist dadurch ziemlich stark in Unordnung gekommen. Also das heißt, unser Astralisches ist nicht immer der Ausbund der Weisheit. Da ist eher drinnen, aber ich habe das ja bewusst schon öfter gesagt, die Fähigkeit des Irrtums drinnen. Und das gibt uns aber auch die Möglichkeit, wirklich selbstgestaltend zu wirken und aus Freiheit auch gestaltend zu wirken. Wir arbeiten eben nicht nach einem fertigen Plan, der uns irgendwo von oben gegeben wird, sondern wir sind selbst schöpferisch tätig. Wir probieren selbst Dinge aus, aber wir können auch manchmal daneben liegen. Es ist halt nicht immer so, dass wir den vollen Einblick haben in das, was wir gestalten wollen, und dann geht auch manchmal was daneben. Aber gerade daran reifen wir. Und wenn es Jahrtausende dauert, es geht immer weiter. Und man kann das trotz allem bemerken, man kann schimpfen über die Gegenwart und sagen, es ist so vieles noch voll Irrtum und ja, vielleicht sogar mit Bösem durchsetzt,
Das ist ja gerade die Aufgabe unserer heutigen Zeit, das Rätsel des Bösen zu lösen. Das ist unsere Aufgabe, jetzt in unserer Zeit. Bewusstseins-Seelenzeitalter heißt das Rätsel des Bösen lösen, und zwar nicht nur verstandesmäßig lösen, sondern möglichst in der Praxis lösen. Und werden wir ja sehen, wie weit wir kommen bis zum Ende der Kulturepoche. Zu unserer Entschuldigung darf man sagen, wir stehen erst relativ am Anfang, also immer noch im ersten Drittel drinnen. Und das erste Drittel einer Kulturepoche ist immer Aufarbeiten der Vergangenen und was Neues gestalten, aber auch zu erkennen, dass man nicht einfach alles aus der Vergangenheit so eins zu eins übernehmen darf, sondern dass man es eben verwandeln muss. Und wenn man es nicht tut, dann wird es gerade böse. Also passt also genau zu unserem Thema jetzt, wo wir sind, ist einer der Aspekte, das Böse ist ein zeitversetztes Gutes. Also etwas, was vielleicht vor 500.000 Jahren noch gut war, wenn es heute weiterwirkt, wird es etwas Böses. Dann hält es die Entwicklung auf, hält es die Entwicklung zurück, und dann verfallen wir damit den Widersacherkräften schon wieder einmal. Und wir sind gerade jetzt in einer Zeit drinnen, wo ein ganz großes Ringen darum ist, wie die Welt weiter zu gestalten ist. Geht das noch mit den alten Kräften? Na, eigentlich nicht, aber die neuen haben wir vielfach noch nicht entwickelt, jedenfalls nicht in genügender Stärke und bei genügend Menschen. Nämlich wirklich ein lebendiges, schöpferisches Denken, ein gestaltendes Denken zu entwickeln, das wirklich zukunftsorientiert ist und das überwindet die Fesseln der Vergangenheit, könnte man sagen. Gerade die letzte Kulturepoche, die griechisch-lateinische, war auch, das haben wir letztes Mal besprochen, das Gottesbild noch ein ganz anderes. Das Göttliche ist das Ewige, das ewig Vollendete, das sich nicht mehr im Grunde weiterentwickeln kann, im Grunde, weil es ja eh schon fix und fertig ist. Und das heißt also, das höchste Geistige wurde angesehen als etwas Unveränderliches. Und jetzt kommt gerade der Mensch hinein, mit Hilfe der Widersacher, mit seiner Irrtumsmöglichkeit, und fängt einmal an, sofern es überhaupt so einen Schöpfungsplan gegeben hat, weil so, er ist viel weitmaschiger von Haus aus, als man sich das in der griechisch-lateinischen Zeit gedacht hat. Also er hat viele Freiräume in Wahrheit. Also er war eben in Wahrheit nicht äh, vollendet, sondern unvollendet. Es war eine große Ordnung drin, ein großer Plan drin, aber es ist eine unvollendete Ordnung. Und daher ist zum Beispiel auch die Erde, die Natur, so reich sie ist und so viel Weisheit auch darin wirkt, aber sie ist unvollkommen, weil unvollendet. Also nichts in der Natur ist vollkommen. Nichts. Es ist überall, es ist so wie ein Künstler, der erste Skizze macht, dann eine zweite Skizze macht, dann einmal in Wasserfarben eine Skizze macht, aber es ist noch lange nicht das große Meisterwerk. Das ist es noch nicht. Also unser ganzer Kosmos ist nicht vollendet und daher auch nicht vollkommen, sondern was ihn auszeichnet, ist, dass da eine Dynamik drinnen ist, dass dieser Kosmos, ja, einer gewissen Vollendung hart erst, die aber erst bekommen wird durch den Menschen. Den Menschen in Verbindung natürlich mit den geistigen Hierarchien, mit der Christuskraft vor allem, aber so, dass diese geistigen Hierarchien und der Christus uns die volle Freiheit dabei lassen. Das heißt, was geschieht, bestimmen wir mit allen Fehlern und mit allem Guten, was auch daraus herauskommt. Also man vertraut uns Menschen, dass wir ja im Grunde eine bessere Welt zusammenbringen, als sie am Anfang der Schöpfung da war. Das ist das, was man uns zutraut. Und das äh, ist noch nicht so in allen Religionsbekenntnissen ganz durchgedrungen. Selbst im Kirchenchristentum nicht immer, sondern man denkt also,
vielfach immer noch, ja, das Vollkommene, das Höchste, das aus der Vergangenheit kommt oder das zeitlos ewig ist. Obwohl bereits in der Theologie, also gerade im 20. Jahrhundert, sich schon deutlich ein Umbruch gezeigt hat, also wo man sagt, ja, wir Theologen müssen eigentlich den Gedanken der Allmacht und Allwissenheit Gottes, den müssen wir ad acta legen. Der passt nicht. Der passt nicht, weil das, wenn das so wäre, dann wäre in dieser Welt keine Freiheit möglich. Also das heißt, Gott hat es belassen bei einer, ich will nicht sagen groben Skizze, sie ist schon sehr toll ausgearbeitet, aber es ist immer noch, das, was wir um uns herum sehen, ist eine Skizze erst, nicht das fertige Werk. Und wir sind aufgerufen, an dem mitzuarbeiten, mit den Fehlern auch, die wir machen, die aber notwendig sind, um daran zu lernen. Also vieles probieren wir und dann, noch, wenn die erste Euphorie vorbei ist, merkt man, okay, die Sache hat aber noch ziemliche Haken. Aber trotzdem, es geht weiter. Es geht weiter. Es geht weiter und diese Irrtumsmöglichkeit, die ist da natürlich jetzt primär mal in unserer Zeit im äußeren Gestalten der Welt, also wirklich, was wir halt in der physischen Welt verändern. Aber es geht ja weiter. Wir arbeiten ja auch geistig an der Natur mit, also vor allem dann im Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Da ist die Arbeit auf Erden sozusagen die Arbeit mit Händen und mit irdischen Gedanken, wenn man will, zunächst einmal. Und die brauchen wir dazu, also um physisch was zu verändern, brauchen wir die physischen Gedanken und die können wir nur hier denken. Die können wir drüben nicht denken, weil da haben wir kein Hirnkastel, das wir dazu brauchen, um dieses Verstandesdenken zu entwickeln. Also das heißt, wenn wir dann in das Leben nach dem Tod gehen, eine Zeit danach, wenn wir uns einmal orientiert haben in der Seelenwelt zunächst einmal, dann fangen wir an der Natur mitzuwirken, indem wir das, was wir hier gelernt haben, aber jetzt in wirklich lebendige Kräfte umsetzen, in Lebenskräfte umsetzen. Und, und von dort herauf mitarbeiten an der ganzen Evolution der Natur. Also seit der Mensch die Erde betreten hat, arbeitet er mit an der Evolution. Also wenn man jetzt genauer fragen wollte, weil ja die Evolutionslehren, also die materialistischen Evolutionslehren sprechen immer von der großen Bedeutung des Zufalls. Es ist nicht vorhersehbar. Es ist nicht vorhersehbar, welche Tiere es in 1000 Jahren geben wird oder in 10.000 Jahren. Es ist nicht vorhersehbar für die Evolutionslehre, wie der Mensch in ein paar tausend Jahren ausschauen wird, was sich verändern wird. Ich meine, wir wissen aus den Vorträgen von Steiner, und das ist alles sehr plausibel, dass die Menschheit gar nicht mehr so lang verkörpert sein wird auf Erden, in so einer Gestalt, wie wir es jetzt haben. Also wir werden ja die flüchtigste physische Wesenheit auf Erden sein, die es überhaupt gibt. Ich meine, die meisten Tierarten leben viele Millionen Jahre. Und je primitiver sie sind, umso länger. Ich meine, die Bakterien aus der Urzeit, die gibt es heute noch. Die sind, weiß ich nicht, 3,5 Milliarden Jahre alt nach heutiger Rechnung. Wurscht, das sind Hausnummern wahrscheinlich, aber halt nach wissenschaftlicher Rechnung, also so als die ersten Bakterien sich entwickelt haben, da gibt es heute noch welche davon. Und die wird es noch geben, solange irgendwie die Erde in einer halbwegs in der Gestalt besteht, wie sie jetzt ist, wird es die geben. Und da werden schon dann die Pflanzen und die meisten Tiere ausgestorben sein, aber die Bakterien, diese Einzeller, die wird es immer noch geben. Also die haben die absolut längste Spanne und wir als Menschen, als Menschengeschlecht haben eigentlich die kürzeste Spanne. Weil wie lang gibt es uns Menschen? Ich meine, wenn ich alle Vorstufen dazu zähle, sind es so 6, 7 Millionen Jahre, was zurückgeht. Aber das sind die Vorstufen. So wirklich Homo sapiens
Also es sind ein paar hunderttausend Jahre im Grunde, die man zurückgeht, also in die atlantische Zeit hinein. Dann kann man von einer Menschengestalt sprechen, die annähernd schon ähnlich ist unserer heutigen. Und das wird in ein paar tausend Jahren zum Verschwinden beginnen. Manche werden vielleicht noch ein bisschen länger sich verkörpern, aber im sechsten, siebten, achten Jahrtausend werden viele Menschen so weit sein, dass sie sich nicht mehr inkarnieren müssen auf Erden, weil sie es für ihre geistige Entwicklung nicht mehr brauchen. Und dann werden wir aber ganz besonders starke Kraft entwickeln in der Umgestaltung der Natur. Die Natur wird nicht auch gleich aussterben, sondern sie wird sich weiterentwickeln, aber ohne Menschen in physischer Gestalt. Aber der Mensch wird in gewisser Weise in alle diese Naturreiche hineinwirken. Ich meine, er tut es jetzt schon im Leben zwischen Tod und neuer Geburt, zumindest in manchen Abschnitten. Also eine gewisse Zeit nach dem Tod und dann auch eine gewisse Zeit, bevor wir wieder hereinkommen, befassen wir uns sehr, die Natur so zu verändern, mit zu verändern, dass sie ja für unsere nächste Inkarnation angepasst ist. Entsprechend dem geistigen Entwicklungsgrad, den wir uns erworben haben. Weil das ist auch ganz wichtig, ist das zu sehen. Also die Natur, so wie wir sie jetzt kennen, man vergleicht bitte nur die Natur, wie sie jetzt ist, mit vor 100, 200 Jahren. Da hat sich wahnsinnig viel geändert. Ja sicher, es gibt noch dieselben Bäume und annähernd die gleichen Blumen und so weiter, aber diese un, unberührten Wälder zum Beispiel, die es gab und überhaupt wenn ins Mittelalter noch zurückgeht, aber fast ganz Europa, das meiste waren noch Urwälder im Grunde. Und dann gab es halt einzelne Inseln, wo sie Menschen aufgehalten haben und vielleicht schon eine kleine Stadt gebaut haben oder ein Dorf und ein paar Felder rundherum, aber dazwischen unberührte Urwälder im Grunde. Mit Tieren, die es heute teilweise gar nicht mehr gibt, weil sie ausgestorben sind. Auch darüber haben wir gesprochen, der Mensch arbeitet halt sehr stark auch daran, dass immer mehr Arten aussterben. Aber seit er die Erde betreten hat, fängt es an. Und äh, das ist nicht grundsätzlich was Schlechtes. Das Schlechte ist dann, wenn es zu schnell erfolgt. Wenn es nicht Schritt hält mit der geistigen Entwicklung der Menschheit. Und das ist im Moment, also ich sage einmal, seit dem 19. Jahrhundert ziemlich stark der Fall. Dass, dass also sich dieses Artensterben, sei es bei den Tieren, sei es aber auch bei den Pflanzen hat es schon früher begonnen. Man muss denken, Landwirtschaft, Agrikultur, mit der fängt alle Kultur im Grunde an. Aber Agrikultur bedeutet auch, dass die Ackerpflanzen, also die Nutzpflanzen sozusagen, immer einen größeren Anteil an der Pflanzenwelt überhaupt bekommen haben. Und heute der größte Teil an Pflanzen, nicht jetzt an Pflanzenarten, aber an Menge, wenn es jetzt also an Biomasse, wie man es nennt, nimmt, sind Nutzpflanzen. Der Rest sind Beigaben. In der Tierwelt, bei den Säugetieren, sind etwa 5% wildlebende Tiere, der Rest sind Nutztiere, also Haustiere im weitesten Sinn halt. Also alles, was der Mensch braucht, auch natürlich auch die Schweinerl und die Rinder und so weiter, also alles das, was im Grunde mit dem Menschen zu tun hat. Und alles andere ist schon sehr exotisch geworden im Grunde, in Wahrheit. Und es ist jetzt also dieser Rückgang der Tierarten halt geht in einem Tempo vor sich im Moment, das mit der geistigen Entwicklung aber nicht Schritt hält. Das ist das Problem. Nicht, dass es grundsätzlich ist. Es werden äh, die Arten sich verringern, es werden die Tierarten der Zukunft werden in gewisser Weise, selbst wenn sich der Mensch dann nicht mehr inkarniert, wie soll ich sagen, dem Menschen näher stehen. Sie werden halt sozusagen geradezu die physischen Vertreter des Menschen sein und es wird also viel mehr so sein, dass der Mensch also teilweise zumindest übernimmt,
die Aufgabe der Gruppenseele dieser Tiere. Und, und, und damit gibt es neue Entwicklungsmöglichkeiten drinnen. Also da ist noch eine große Aufgabe, also selbst wenn wir nicht mehr inkarniert sind auf Erden, dann steht der Erde sicher noch eine lange Entwicklung bevor, sofern wir nicht halt alles kaputt machen vorzeitig. Und die ist sehr bedeutend für den Kosmos, sehr bedeutend für die Zukunft. Also das heißt, wir arbeiten an der Erde dann noch weiter, auch wenn wir nicht mehr wirklich physisch erscheinen, wenn wir äußerlich gesehen halt ausgestorben sind. Das heißt, im jenseitigen Reich, wenn wir es so nennen wollen, leben und von dort sehr stark herunterwirken. Und es wird dann auch dort einen gewissen Rhythmus geben, der allerdings nicht mehr jetzt so wie hier ist, also Erdenleben und dann sterben und ins Nachtodliche gehen, aber es wird rhythmische Veränderungen geben. Wir werden in gewissen Zeiten näher der Erde stehen sozusagen und sehr stark uns konzentrieren auf die Arbeit an der Erde, ohne verkörpert zu sein. Also das heißt, wir werden wirken in den Naturelementen, im Wärmeelement, im Luftelement, im Wasser, bis, und das ganz besonders wichtig, bis ins Kristalline hinein. Ihr seid das Salz der Erde. So schön der Ausspruch aus dem Neuen Testament. Das hat ja was mit, das Salz hat was mit dem kristallinen Element zu tun. Und da sind eigentlich wir ganz besonders ausersehen, also darin zu arbeiten, auch in dem Salz, das aber löslich ist, in das lebendig Fließende hineinkommen kann, aber wieder kristallisieren kann. Und Salz ist nicht nur unser Kochsalz, das wir haben, sondern viele, viele Salze, viele Mineralien. Also da werden wir so stark arbeiten drin, alle, dass die ganze Mineralwelt ja, geistig gesehen zu Edelsteinen wird. Aber jetzt braucht man nicht an äußere Diamanten oder so denken, aber ein veredeltes Mineralisches, das ist das Ziel, also der Erdentwicklung, dass wir das Mineralische wirklich ganz veredeln, so dass es ganz Ausdruck und ganz offen ist für das Geistige drinnen. Und zwar für ein Geistiges, das aber jetzt ganz bewusst dadurch wirken kann. Weil gerade am härtesten, am scheinbar stofflichsten erwacht das Bewusstsein am allerstärksten. Und wir werden eine Beziehung haben zu diesem Mineralreich. Und wir werden dann, das wird einer der Punkte sein, dass wir unser ganz klares, waches und noch viel wacheres Bewusstsein, als wir jetzt haben, dieses Ich-Bewusstsein, dieses freie Ich-Bewusstsein, das wird sehr stark verankert sein, zunächst dann einmal auch in der Mineralwelt draußen. Es wird dort sein Widerlager haben, sozusagen. Aber wir wirken dann aus dem Kosmos heraus, wenn man so will, aus dem geistigen Kosmos heraus auf die Erde ein. Und das ist aber der Punkt, den die Widersacherkräfte, namentlich die Wesenheiten unter Sorat, also die hinter diesem Sorat-Prinzip stehen, verhindern möchten, dass die Menschheit diese geistige Aufgabe erreicht. Weil dann wäre die Erde, und ich hoffe, es ist so, für sie verloren. Sondern sie sorgen genau fürs Umgekehrte. Sie wollen ja eine Art ewiges oder zumindest langwährendes Leben des Menschen im physischen Leibe. In einem, ja, sicher sehr hochentwickelten physischen Leib, hochentwickelt aus Sicht halt der Sorat-Wesen, also mit sehr hoher Intelligenz, mit großer Kraft und Robustheit und weiß Gott was. Aber dann würde die ganze zukünftige Entwicklung abgeschnitten, wenn das in größerem Stil gelingen würde. Das sind also zwei Gegenbilder. Und, und eben jetzt gerade diese Geschichte, wo wir stehen, mittlerweile im Abgrund drinnen, zumindest auf irgendeiner Terrasse des Abgrundes. Ihr wisst ja, der Dante schildert es so schön, der Weg in die Hölle, das ist so ein Trichter hinunter und da gibt's
verschiedene Terrassen, die dann oft auch noch gegliedert sind in Unterterrassen und Ringe, einzelne Ringe gegliedert sind, aber große neuen Abteilungen gibt's, bis es halt hinunterkommt. Eigentlich ist dort der Durchgangspunkt, wo auch die Wesenheiten hinter Sorat stehen. Die werden zwar bei Dante nicht erwähnt, es wird ja selbst in der Bibel das Wort Sorat nur verschlüsselt ausgedrückt, nämlich durch die Zahl 666. Und wenn man die in hebräischen Buchstaben aufschreibt, dann kommt Sorat heraus. Und wobei dazu kommt, also ihr wisst das, denke ich, also die Hebräer schreiben die Vokale nicht, weil wenn du jetzt nachzählst, wie geht denn das aus mit den Buchstaben? Also es geht sich aus, weil die Hebräer die, die Vokale nicht so extra schreiben, sondern sie schreiben nur die Konsonanten, die eben eigentlich jetzt wieder die formenden Kräfte sind. Also die Konsonanten sind das, was auch die physische Welt formt. Und das schreibt man hin. Die Vokale sind Ausdruck des Seelischen, die formenden Kräfte sind letztlich Ausdruck des gestaltenden Geistigen, das aber dann bis ins Physische zur Erscheinung kommt zuletzt. Aber gestaltet ist vom Höchsten. Auch da wieder, je höher das Geistige ist, desto, desto toteres und desto starreres Material kann es beherrschen, sozusagen. Das, das auf allen Ebenen, also zum Beispiel im Ätherischen entspricht der Lebensäther dem Erdelement. Nur der Lebensäther, die höchste Ätherkraft, kann, kann das physisch-mineralische, das feststoffliche, also das Erdelement durchformen. Und der Klangäther zum Beispiel, der heute wirkt in der Weisheit der Chemie, wenn man so will, ja, wie die Stoffe sich verbinden. Ich meine, es ist ja toll, was die Naturwissenschaft da erfindet, Biochemie oder so, was man da entdeckt an Sachen. Ein Wunderwerk, was da steht und tief geistig, was da dahinter steckt. Man muss sich dessen nur einfach bewusst werden. Wir nehmen es halt heute nur sehr äußerlich und pragmatisch. Was kann ich damit machen und wie kann ich das Zeug verkaufen, was ich mache? Ja, ist nicht schlecht, gehört zur Entwicklung dazu. Es ist wieder so das richtige Maß. Hält die geistige Entwicklung Schritt mit dem? Das heißt, erkenne ich, welches Geistige darin wirkt? Äh, Kann ich es so gestalten, dass die richtigen geistigen Kräfte sich damit verbinden können, oder mache ich ein Eintrittstor für die Widersacher? Ich meine, heute im Großen und Ganzen wissen wir es halt nicht oder viel zu wenig, und daher ist halt ein Glücks- oder Unglücksfall, wer da gerade hereinkommt. Ich meine, es gibt tolle Sachen, die ganz künstlich oder künstlerisch vom Menschen hervorgebracht sind, mit dem sich gute geistige Kräfte verbinden, und es gibt welche, mit denen sich halt die Widersacherkräfte stark verbinden. Aber nicht alles, was jetzt technisch durch den Menschen hergestellt ist an sich böse. Ich meine, an sich böse, auch das habe ich schon äh, öfter erwähnt, die Widersacher sind eigentlich nicht böse. Wir werden böse, wenn wir uns zu stark von ihnen vereinnehmen lassen. Wenn wir ihnen zu stark folgen und nicht das Gleichgewicht haben. Ich meine, sie haben ganz konkret die Aufgabe, uns einen Widerpart zu bieten, uns die Möglichkeit des Irrtums, aber damit auch die Möglichkeit des Lernens und des als Freiheit wieder neu gestalten, so dass wir immer Schritt für Schritt den Irrtum auch überwinden. Also wir, wir treffen es nicht gleich aufs erste Mal. Aber in der Natur ist es auch so. In der Natur ist eben auch Entwicklung drinnen. Eben weil die Gottheit sich bis zu einem gewissen Grad zurückgezogen hat, und das beginnt uranfänglich im Grunde schon auf der ersten kosmischen Verkörperung unserer Erde auf dem alten Saturn, so ein leichter Rückzug, so dass immer ein Freiraum bleibt, wo etwas passieren kann,
sich dem göttlichen Willen entzieht. Da fängt es an. Da fängt es an. Und am allerstärksten ist es jetzt während unserer Erdentwicklung. Weil jetzt geht es sozusagen auf Hop oder Trop, schafft es der Mensch, diese Aufgabe zu übernehmen, aus Freiheit zu gestalten und durch sein Ich die ganze Fülle des Göttlichen hereinzunehmen, sich zu eigen zu machen, ganz individuell und aus dem heraus, wie soll ich sagen, die Gottheit selbst zu erstaunen, was möglich ist. Weil sie es nicht voraussehen kann, weil sie es von Haus aus nicht voraussehen will. Es ist der Wille Gottes sozusagen, auf die Allmacht zu verzichten. Und damit auch auf die Allwissenheit. Also die Gottheit weiß nicht, was alles passieren wird. Und wir wissen es auch erst in dem Moment, wo wir es getan haben. In dem Moment wissen wir es. Wir können uns viele Pläne machen, aber mit den Plänen ist es halt immer so, wie es bei unserem Volksdichter Johann Nestor, aber meine Pläne gehen mir nie auf. Das heißt, meine Pläne gehen sich nie so ganz aus. Ja, das gehört zum Menschen dazu. Also da brauchen wir uns gar nicht ärgern darüber. Wenn es nicht so wäre, wenn wir jetzt die unfehlbaren wären, wir machen einen Plan und er ist perfekt und das haut hin und Ding, dann würden wir der Welt die Freiheit nehmen. Immer mehr die Freiheit nehmen. Wir würden dann genau die Welt erzeugen, die die Wesenheiten hinter Sorat wollen. Die wollen die perfekte Welt, die einem Endzustand zustrebt, der zwar immer noch in Bewegung ist, aber wo im Grunde nichts Neues unter der Sonne mehr kommt, sondern die in sich vollendet ist und, und wo nichts Unvorhergesehenes mehr hereinkommen kann. Also das Großartige unseres Menschseins ist und das Großartige der Erdenwelt auch, weil da eben in der Naturentwicklung ist es schon sehr stark drinnen, dass niemand, weder die Gottheit und schon gar nicht irgendein Wissenschaftler, da was vorhersehen könnte, was in der nächsten Zukunft aus der Natur wird. Wir können gewisse Trends, gewisse Tendenzen erkennen, aber wie es wirklich genau wird, wissen wir dann, wenn es passiert ist. Und nicht vorher. Nicht vorher. Das ist darum auch alle wissenschaftlichen Prognosen für die Zukunft können nur eine Richtung angeben, aber das hat ein breites Spielfeld und das gilt aber auch für den geistigen Blick in die Zukunft. Es gibt immer eine Richtung, aber mit doch ziemlich weiten Raum, in dem sich bewegen kann. Einen ziemlich weiten Raum insofern, weil es in Wahrheit ja tatsächlich auch völlig abstürzen könnte. Die Möglichkeit ist jedenfalls gegeben. Sie ist nicht sehr wahrscheinlich, weil doch in Wahrheit viele Menschen doch geistig streben, und vielleicht auch ohne es zu wissen. Weil es ist ja geistiges Streben nicht immer, oh Gott, ich widme mein ganzes Leben der Meditation und sitze in meiner Klause. Das kann für Einzelne ein Weg sein, aber viel Geistiges passiert durch Menschen, ganz einfache Menschen mitten im alltäglichen Leben, wie sie anderen Menschen begegnen, ihnen helfen können in irgendeinem Moment oder was, wo einfach ein geistiger Impuls hereinkommt und der hat eine Bedeutung. Einfach, auch wenn es dem Menschen gar nicht so zu Bewusstsein kommt. Er sagt, ja, das war ja selbstverständlich, dass ich dir da geholfen habe. Das, das war ja gar nichts Besonderes. Es ist aber etwas Besonderes. Es ist etwas Besonderes, wenn man etwas geben kann, was genau der Mensch, das Tier, die Natur, der ihr gegenübersteht, gerade braucht. Das ist das Große, nämlich um den nächsten Schritt in Wahrheit zu machen. Um aus dieser Verhärtung herauszukommen, aus dem, wo was Altes weiterrollt. Das ist nämlich sowohl in der Natur als im Menschenwesen immer ungesund. Ein Quell der Krankheit, im Kleinen wie im Großen. Krankheit des Menschen, Krankheit der Tiere, Krankheit der Pflanzen, Krankheit der ganzen Erde. Dort, wo alles sozusagen mechanisch berechenbar weiterrollt,
ist bereits ein ziemlich schwerer Krankheitsprozess vorhanden. Und der kann nur aufgelöst werden durch einen neuen Einschlag, der jetzt dieses Uhrwerk, das beginnt zu laufen, wieder durcheinanderwirbelt. Und dann muss das alles neu gemacht werden. Und, und daran sollen wir mitarbeiten. Und der Punkt ist halt, in, in, in alter Zeit, also in vorchristlicher Zeit, war es so, dass eben wirklich noch, da der Mensch selber aus seinem Ich noch nicht so bereit dazu war, mal durch höhere Wesenheiten Impulse hereingewirkt haben, die die Menschen dann besser oder schlechter umgesetzt haben. Ich sage bewusst besser oder schlechter, weil eben dazu auch gehört, dass selbst wenn es auch Eingeweihte waren, größere, kleinere Eingeweihte, die haben auch Fehler gemacht. Und es ist gut. Es ist nicht schlecht, dass sie die gemacht haben. Wenn sie alles perfekt gemacht hätten, dann wäre zu viel an, wie soll ich sagen, an unerschütterlicher Harmonie in der Welt drinnen, die aber der Freiheit abträglich ist. Und die dem eigentlichen Reichtum, die unsere Welt ermöglicht, nicht angemessen ist. Ich meine, wie soll ich sagen, wir als Menschen, wenn wir so vom Verstand planen würden, also vom arimanischen Denken her planen würden, die Pflanze zu entwerfen, dann würde man wahrscheinlich die ideale Pflanze entwerfen und das von mir aus 10 Variationen für jeden Zweck. Eine, die schön ausschaut, eine, die gut zum Nahrungserwerb ist und so weiter. Da von mir aus machen wir 100, aber dann alle gleich, weil sie sind ja alle perfekt. Na, das ist das, was wir versuchen jetzt mit der Gentechnik anzustreben. Da versuchen wir eigentlich genau das, was dem Spiel des Zufalls, aber wo ihm etwas Geistiges zufällt, das heißt ein neuer schöpferischer Impuls, der unvorhersehbar ist, der auch nicht gemacht ist nach dem, wie nützlich er uns jetzt gerade ist, sondern einfach aus der, ja, ich wage es jetzt so zu nennen, aus der Schöpfungslust herauskommt. Aus der Freude, schöpferisch tätig zu sein, ohne Ziel, ohne Zweck, sondern einfach einen neuen Impuls hereinholen und den der Welt einverleiben. Und völlig, so wie es ein Künstler macht. Der Künstler, wenn er ein guter Künstler ist, was bezwecke ich jetzt mit dem Bild? Nein, ich habe in mir den Drang, etwas Bestimmtes hereinzuholen, von mir aus anhand eines Motives, an dem ich mich orientiere, aber das Eigentliche ist das, was ich hereinhole. Und das hat eine innere Notwendigkeit, die aber keinem äußeren Zweck dient. Das ist etwas, was ein schöpferischer Impuls, der sich bildet und im Grunde, wo ich sage, ich weiß gar nicht, wozu das sein soll, aber ich weiß, dass es sein soll. Da muss man wirklich den Verstand ausschalten einmal und sagen, ja, wozu ist es, wird es den Leuten gefallen und so weiter. Dann ist es aber nicht mehr reine Kunst. Wenn es reine Kunst ist, ist es so wie es das Kind hat. Gib ihm irgendeinen Sandhaufen und tu irgendwas. Und am Anfang, je kleiner das Kind ist, wo es noch nicht so komplizierte Formen bauen kann, später ist halt eine Sandburg oder was, aber das ist schon viel zu technisch. Anfangen, irgendwas hineingreifen in den Schmutz sozusagen und irgendwas gestalten, irgendwo daran Freude haben, an dem Tun selber Freude haben. Da ist pure Kreativität drinnen. Da kommt die höchste Geistigkeit in Wahrheit hinein. Nur ist es da dem Kind noch nicht bewusst. Und diese Fähigkeit sollten wir halt im späteren Alter irgendwann einmal bewusst haben. Im späteren Alter, im Lebensalter, aber auch im Zivilisationsalter, also insbesondere jetzt in unserem Bewusstseinsseelenzeitalter. Also in den Jahrhunderten, die noch vor uns liegen, oder Jahrtausenden fast kann man sagen, äh, sollte das viel, viel bewusster werden, dass wir in dem Moment, wo wir schöpferisch tätig sind, in dem Moment wissen, das ist es jetzt und das muss sein, das ist mein Beitrag für die Welt, den ich jetzt geben kann.
Und dann sehe ich erst, aha, da und dort und mit dem kann sich das verbinden, mit dem verbinden und es entfaltet seine Wirkung in der Welt. Aber das sehe ich erst im Nachhinein. Es ist nicht gemacht zu dem Zweck, damit dieses oder jenes, sondern es ist was hineingestellt in die Welt und im Grunde alle anderen Wesen kommen heran, ich sage es jetzt bildhaft, beschnuppern das einmal, was ist das Interessantes? Ah, das ist ja ganz interessant für uns und die anderen kommen heran, das ist ja ganz interessant, das ergänzt sich ja wunderbar mit dem, was ich schon habe, das bringt mich einen Schritt weiter. Also alle Wesen kommen heran an das. Und dann entsteht etwas, was auch der Mensch nicht vorhergesehen hat, der das jetzt hineingebracht hat. Nur was gebracht und er sieht, das blüht auf. Und es wird ergriffen von der Welt rundherum. Irgendwo. Und wenn nicht gleich, dann vielleicht ein bisschen später erst. Gerade bei der Kunst ist ja oft so, die wirkliche Künstler sind oft ihrer Zeit voraus und dann hängt so ein Bild an der Wand, man denkt, ich weiß nicht, das ist eigentlich hässlich. Puh. Warum ist es hässlich? Weil man es nicht gewohnt ist. Es sieht nicht so aus, wie man es gewohnt war. Denkt euch Biedermeier Zeit, alles na, so Bilder, wie es da sind, so nicht, weil es sind nachgemalte Bilder, aber alles sehr schön naturalistisch wie eine Fotografie und jetzt kommt dann und potzt ein paar Farben auf die Leinwand. Das soll ein Kunstwerk sein, zahlen soll ich auch noch dafür. Pff, der kann ja nix. Kann aber höchste Kunst sein. Wie ich die Batzen hinsetze, das macht's aus. Da kann nämlich sehr wohl also ein starkes Geistiges, ein Seelisches drinnen leben. Und es kann, wenn der Betrachter sozusagen auch geistig weit genug entwickelt ist, in ihm etwas wecken. Das ist der Punkt. Und wer das Bewusstsein noch nicht dafür entwickelt, für den ist, da können zwei Bilder nebeneinander hängen, die schauen sehr ähnlich aus, halt Farbbatzen drauf, irgendwie. Und das eine ist nichts, es sind wirklich nur Farbbatzen, oder es ist wenig, und aus dem anderen kommt ein anregender Impuls. Es ist das Medium, das diesen geistigen Impuls weitergibt. Das äh, ist ganz interessant. Also wir haben in unserem Experimentierfeld lebendiges Denken haben wir dann versucht, ja, was du erlebst an der Sprache zum Beispiel. Versuch's in ein Bild umzusetzen, aber möglichst nicht in ein naturalistisches Bild. Versuch's in Farben, in Formen auszudrücken. Die mögen willkürlich erscheinen. Und sie sind aber Ausdruck dessen, was in einem bestimmten Laut oder in einem Wort drinnen lebt. Also, ich weiß, es ist schon Jahrzehnte her, habe ich immer wieder das Wort Wort gemalt. Und das ist, wenn wer anderer malt, wird es was anderes werden. Aber es ist absolut was nicht Naturalistisches, aber es ist letztlich immer geworden, wenn man es dann genauer anschaut, eine Golgatha-Szene. Interessanterweise, obwohl ich nicht was Naturalistisches gemalt habe, aber es hat in der Mitte mit Notwendigkeit dann irgendwo das Kreuz drinnen. Das ist das Einzige, was naturalistisch ist drinnen. Ansonsten ist es wild bewegt da rundherum, was Dunkles, was Helles, was Lichtes, unten ganz was Dunkles, oben da rundherum was Dunkles, sehr bewegt, wellend unten. Und war halt mein Erlebnis davon. Aber es ist im Großen und Ganzen nicht gegenständlich. Und, und das kann aber noch viel schräger ausschauen, also sowas, und kann trotzdem eine Anregung geben, wenn man es lesen kann. Und, und so ein Bild ist dann auch nie fertig. Da kann man auch 10, 20, 30 Skizzen und Ausfertigungen machen und es ist noch immer nicht das, was man denkt. Aber es geht in einen Weg hin. Und, und das können alles Impulse sein, die in der Seele eines Menschen was anklingen lassen. Und einen Impuls wecken. So werden geistige Impulse weitergegeben. Mit so ganz schlichten Dingen. Ich glaube, ich habe es auch schon erzählt, also große Eingeweihte wirken oft dadurch, dass sie ein, zwei Worte mit jemand wechseln. Vielleicht ist es nur ein Wort,
Und er trifft den Menschen in seinen jungen Jahren, also den anderen, er ist vielleicht schon älter. Es ist eine zufällige Begegnung und sie wechseln ein paar Worte und da fällt ein bestimmtes Wort. Und das ist ein Same, der bei dem anderen was weckt. Weil der Eingeweihte erkennt, welche Kraft in dem, geistige Kraft in dem noch schläft und was die braucht, um irgendwann erweckt zu werden. Und da muss man diesen kleinen Samen hineinwerfen, dann kann das Ganze zu wachsen beginnen. Und vielleicht 10, 20, 30 Jahre später findet der Mensch seine wirkliche Aufgabe im Leben. Und äh, also diese Anstöße können wir einander aber alle geben. Man muss nicht der große Eingeweihte sein. Der große Eingeweihte, der Unterschied ist der, dass es bei ihm schon sehr, sehr bewusst ist, wie er das weitergeben kann und an wen er es weitergibt. Und dann weiß er genau, das ist jetzt der Mensch, den er im Impuls geben kann. Weil der im Grunde auch auf dem Weg ist, ein größerer Eingeweihter zu werden. Aber im Kleinen kann das jeder Mensch jedem geben, auch wenn er es gar nicht weiß. Aber oft durch einzelne Worte oder eine bestimmte Phrase, die man, die man dem anderen Menschen sagt, da macht es irgendwo zunächst nur ganz unbewusst Klick und irgendwann Jahre später wird etwas daraus. Das ist sozusagen das, was den Riegel dann öffnet. Und dann wird die eigene geistige Kraft frei. Und, und das wird was ganz Wichtiges sein als Gegenkraft eben gegen die Widersacherkräfte, die aber wie gesagt nicht böse sind, sondern wir lernen eben gerade an dem Widerpart. Immer aus der Auseinandersetzung. Ich meine, die machen uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung, aber wir gehen trotzdem durch. Und jetzt erst recht. Und, und es wäre interessant, also zu sehen, weil die Widersacher, namentlich der Ahriman ganz besonders, aber auch die luziferischen Kräfte, haben ja auch immer den Eindruck, der Mensch macht ihnen immer einen Strich durch die Rechnung. Der Mensch pariert nicht so, wie sie es haben wollen. Und gerade der Ahriman fürchtet in gewisser Weise sogar den Menschen. Obwohl er so starke Kräfte ja hat. Aber irgendwas am Menschen ist ihm nicht geheuer, eben genau dieses Unvorhersehbare, Unberechenbare, dieser neue geistige Einschlag, der in jedem Augenblick bei einem Menschen hereinkommen kann. Und da ist er völlig machtlos dem gegenüber, der Ahriman. Völlig machtlos. Also dort, wo wir uns auf diese Schöpferkraft in uns verlassen, können die arimanischen Mächte nichts tun. Überhaupt nichts. Sind wie gelähmt. Sind wie gelähmt. Und können also keinen gleichwertigen Gegenimpuls setzen. Da schwindet ihre Kraft geradezu auf Null herunter im Vergleich. Weil das Schöpferische ist eben in Wahrheit das Unerschöpfliche. Das wirklich Unerschöpfliche. Und, und dieses Unerschöpfliche hat keine Begrenzung eben wie das Arimanische. Und daher kann es auch nie vollkommen sein. Das Vollkommene ist immer letztlich endlich. Dann ist alles irgendwann einmal in Harmonie. Aber da kann immer wieder was Neues hineinkommen und das ändert schon wieder das ganze System. Bringt es einmal durcheinander zuerst, aber dann, wenn es durch diese Wehen durchgegangen ist, dann entsteht ein vollkommeneres daraus. Aber das geht immer weiter. Aber es ist immer auch verbunden mit einem, die alte Gesetzmäßigkeit wird durchkreuzt. Zumindest zum Teil irgendwo. Und, und das ist wichtig, also zu wissen, äh, wie werde ich fertig mit diesen Kräften im Abgrund? Wie werde ich fertig mit diesen Kräften da drinnen? Und wir haben ja gesprochen, also von der Hure Babylon oder wie es eigentlich heißt in der Apokalypse immer
Babylon die Große, also die große Babylon. Jetzt ist einmal die Frage, ja, wer ist denn das überhaupt? Die Hure klingt jetzt, als wäre es eine Frauenperson, also es ist aber eigentlich nicht damit gemeint. Das Frauenbild ist höchstens ein Bild dafür, dass es sich um etwas Seelisches handelt. Also das ist bislang immer das Bild gewesen, also um das Männliche ist das Geistige und das Weibliche ist das Seelische. Allerdings, bitte versteht das nicht miss, als aha, die Frau ist Seele, aber Geist fehlt ihr. Und der Mann ist total Geist und die Seele fehlt ihm. Na, wenn es wirklich so wäre, wäre das schlimm. Wir tragen beides in uns, in Wahrheit, und haben es halt in unterschiedlichen Konstellationen, und im Prinzip muss sowieso jedes Individuum für sich bestimmen, in welches Gleichgewicht das bringt. Und es können Frauen was sehr Männliches haben und Männer was sehr Weibliches haben, und es können Männer was sehr Seelisches haben und Frauen was sehr Intellektuelles haben. Gut so, alles möglich. Aber es ist halt ein Bild, also für eine gewisse Polarität, die eben auch notwendig ist, gerade hier im Erdenleben. Schon wieder etwas, eine Spaltung, eine Entzweiung, um aber eigentlich immer wieder zusammenzufinden und zu erkennen, ohne einander geht's nicht. Man muss miteinander tun. Das ist das Schöne, also dass die beiden Elemente aufeinander angewiesen sind. Und im Großen ist es eben das Geistige und das Seelische. Ich meine, der Ariman zum Beispiel hat die großen Probleme mit dem Seelischen, da schaut's dünn aus bei ihm. Er hat eine gewisse Geistigkeit, allerdings anders als unsere, weil sie nicht in diesem Sinne schöpferisch ist wie unsere, aber trotzdem kann er damit also sehr, sehr viel machen, weil seine Intelligenz überragt unsere, die wir jetzt gegenwärtig haben, noch bei Weitem. Und im Gegenteil, wir haben viele Inspirationen von ihm. Also vieles, was uns zur Technik inspiriert, kommt aus dem arimanischen Bereich, aber trotzdem, wenn wir es richtig machen und gut machen, ist trotzdem noch ein anderer Impuls mit dabei, so dass es der Erdentwicklung und der Menschheitsentwicklung doch dienen kann. Also wir sind im Grunde im gleichen Maße angewiesen auf Impulse, die wir von da unten nehmen, und auf Impulse, die wir von oben nehmen. Aber jetzt bringen wir was Neues damit zustande, was noch niemand gemacht hat. Was die oben nicht können, was der unten nicht kann oder die unten nicht können, aber was wir können. Und wo die Welt darauf wartet. Also in allen Bereichen, durchaus eben auch im Bereich der Technik. Ich meine, wir sehen natürlich die Schattenseiten. Unsere geistige Entwicklung hält im Moment nicht Schritt damit, mit den Folgen fertig zu werden, die da kommen. Also wir haben im Moment einfach uns zu sehr den arimanischen Kräften ausgeliefert, zu einseitig, und damit sind zu starke zerstörerische Kräfte in die Welt gekommen. Ist allerdings in unserem Bewusstseinsseelenzeitalter nicht so überraschend, weil wir haben auch davon gesprochen, Bewusstsein hängt mit Absterbekräften zusammen. Und das ist ein Prozess, der nicht nur in uns sich abspielt, sondern der ergreift durch uns in Wahrheit die ganze Welt. Also das fängt an, eben seit der Mensch die Erde betreten hat, ist der Tod in die Welt gekommen. Gab es in dieser Form auf dem alten Mond, also auf der kosmischen Entwicklungsstufe, die unserer Erde vorangegangen ist, in dieser Form noch nicht. Es gab Verwandlung. Und so ein bisschen ein Nachbild davon ist die Einzeller. Die guten alten Einzeller, die Bakterien und solche, wie pflanzen sich die fort, sie teilen sich einfach. Sie teilen sich, und innerhalb kürzester Zeit ist aus einem sind schon 2, 4, 6, 8, 16, und in kürzester Zeit sind es Millionen. Praktisch identischer Wesen, und wenn eins verschwindet, es ist immer noch das Prinzip da.
Es geht nur durch, es bögelt ein bisschen was ab, so wie bei uns halt die Schuppen von der Haut, aber dieses Einzellerleben, na, ich habe es ja am Anfang erzählt, die gab es schon vor, weiß ich nicht, 3,5 Milliarden Jahren oder so in der Größenordnung und die gibt es teilweise heute noch. Also die sind quasi fast unsterblich im physischen Sinne. Aber die Absterbenskräfte haben zugenommen, immer mehr zugenommen und damit ist die Sterblichkeit in die Pflanzenwelt, in die Tierwelt auch hineingekommen, in uns selbst auch natürlich, klar, in uns sogar am allerstärksten. Und das ist immer wirklich so ein Millimeter, kippt die Waage dorthin, Abbaukräfte zu stark oder die andere Seite, überschäumende Aufbaukräfte zu stark. Beides ist in gleichem Maße ungesund. Und also wucherndes Leben alleine ist auch nicht gut. In uns nicht. Wenn das ausartet, wird es Krebswachstum zum Beispiel. Also wir brauchen ununterbrochen zum Beispiel, dass Zellen in unserem Körper abgetötet werden. Ganz systematisch. Unser, unser ganzer Lebensorganismus kann das, er kann nämlich auch gezielt abtöten. Das Gehirn zum Beispiel wird geformt dadurch, noch nach, deutlich noch nach der Geburt, indem massenweise Gehirnzellen gezielt abgetötet werden. Alles, was man nicht braucht, fliegt raus. Alles, was sich nicht bewährt, fliegt raus. Wird ganz gezielt gemacht. Passt nicht zu der Individualität, die da rein will und fliegt da heraus. Ist ein gewaltiger Sterbensprozess. Ja, sogar schon vorher. Ich meine, wenn man nimmt, äh, und da sieht man im Übrigen sehr schön, so wie in einem Bild geradezu, dass unser wirkliches Ich, unser eigentliches Ich, unser höheres Ich nicht da drinnen sitzt, sondern im Umkreis. Weil wir haben genau dieses Abbild, wenn ein Kind heranwächst. Wenn's im Mutterleib heranwächst, in der Gebärmutter heranwächst, ihr wisst, das ist in die Fruchtblase eingehüllt und dann gibt's eben die sogenannten Eihüllen noch drinnen, also diese verschiedenen Organe, die da drinnen sind, Plazenta gehört dazu und diese Dinge, also was eigentlich verschiedene Eihüllen sind, die eine sehr wichtige Funktion haben bei der Entwicklung des Kindes und von dem die Entwicklung ausgeht. Also zum Beispiel das Herz entwickelt sich in den Eihüllen und wandert von dort erst in den Keim hinein. Und dann, das ist also der erste Schritt, wo etwas beginnt einzuziehen von dieser Ich-Kraft auch in dieses heranwachsende Lebewesen. Aber das meiste Geistige lebt eigentlich in dem Umfeld, also in den Eihüllen drinnen. Und wenn die Geburt kommt, stirbt es ab. Und mit dem geht sozusagen der größte Teil unseres Ichs bleibt im Geistigen dann dadurch. Und nur ein bisschen was kommt da hinein, gestaltet die Strukturen dadurch, braucht aber immer die Anregung von außen, weil wir kommen uns immer von außen entgegen in Wahrheit. Also das ist ein wunderschönes Bild, wenn man diese Embryonalentwicklung verfolgt. Wie das ist. Rudolf Steiner hat das auch sehr, sehr schön geschildert. Also er spricht auch vom unsichtbaren Menschen in uns. Damit meint er aber diesen geistigen Menschen, der eigentlich draußen bleibt, aber jetzt von draußen hereinwirkt. Und, und, und überhaupt das Geistige, was da drinnen gestaltend wirkt und erst recht das, was uns bewusst wird davon, das ist das letzte Zipfel davon. Aber da draußen in der Welt ist es. Und also da ist auch so ein ganz gezielter Absterbeprozess drinnen. Und der wird punktgenau gemacht. Also gerade wenn das Kind eigentlich geboren wird, dann sind die ganzen Eihüllen, die Plazenta und das alles reif zum Absterben. Da fängt es nämlich auch dann schon an äh, zu vertrocknen im Grunde.
Also das ist ein ganz präzises Timing da drinnen. Und ja, so ist es halt für den Menschen, dass das ganz wichtig ist, also immer dieses Gleichgewicht zwischen den aufbauenden und den abbauenden Kräften zu schaffen in sich. Und das heißt also auch, das Gleichgewicht zu schaffen zwischen diesen Widersacherkräften, weil die avimanischen namentlich sind, also die ganz stark abbauenden, und, und dem, was vielleicht zu sehr überschüssig aufbaut und Ding, luziferische Kräfte, wenn die zu stark werden, ist es genauso schlecht. Ich meine, wir bilden, jeder Mensch zum Beispiel in uns ununterbrochen Krebszellen, die Tendenz haben zu wuchern. Wir haben ununterbrochen Krebs. Schon vor der Geburt haben wir es und wir haben's unser ganzes Leben lang. Und das gehört zum Lebensprozess dazu. Nur wehe, die Abbaukräfte sind nicht stark genug, um das immer wieder auszugleichen und zu bändigen. Ja, ja, du darfst entstehen, aber wart, jetzt bist du mir schon zu groß geworden. Psst, weg. Aus. Also ununterbrochen spielt sich das ab und wir brauchen das. Also selbst das sind Dinge, die die Basis für unseren Bewusstseinsprozess sind. Also dass wir ununterbrochen auch ganz gezielt Zellen zum Absterben bringen. In unserem ganzen Organismus. Es geht nicht nur um die da oben. Es ist im ganzen Organismus passiert das. Und also das müssen wir berücksichtigen, jetzt wenn wir uns beschäftigen wollen mit dieser Hure Babylon. Also es geht um Seelenkräfte, die offensichtlich halt eher den Widersachern dienen. In Wahrheit sind es unsere Seelenkräfte, die Seelenkräfte der Menschheit. Also Babylon war ja auch eine Stadt und die eigentlich einen sehr, sehr guten Namen hatte und ja hohe Bedeutung hatte, bis in die neubabylonische Zeit hinein sogar, also die Zeit der Chaldäer, die die großen Sternenweisen waren. Und, und Babylon insbesondere galt als Zentrum dieser Sternenweisheit. Also was sehr, sehr Positives im Grunde. Also das heißt, die, die Konstellationen des Kosmischen einzubeziehen in die Gestaltung des Irdischen. Aber halt äh, gilt heute noch, aber heute ganz besonders in sehr individualisierter Weise. Weil jeder Mensch holt im Grunde aus denselben Konstellationen, die da sind, aber jeder holt auf seine eigene Weise herein. Und ich habe euch ja auch schon erzählt, der Stern des Menschen. Von dem spricht man ja öfter und da steckt eine Realität dahinter und es ist nicht einmal nur ein Stern, sondern es sind eine ganze Sternenregion und vielleicht sogar verteilt. Aber ganz, ganz spezifisch für jeden Menschen individuell. Also das macht vielleicht auch etwas aus, dieser Faszination, den Himmel anzuschauen in der Nacht. Wenn es klare Nacht ist und das übersternt ist. Wie, wie hat das der Immanuel Kant so schön formuliert? Äh, der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Und eigentlich ist es dasselbe irgendwo. Das hängt zusammen. Also meine geistige, ich weiß nicht, wie tief er sich dessen bewusst war, aber meine geistige Aufgabe steht auch in den Sternen. Aber ich muss meinen Text halt lesen, sozusagen meine Sternenkonstellation. Die zwingt mich zu nichts, sondern ich habe mich mit der verbunden, nämlich im Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Immer wieder. Und und der Mensch findet diese Sternenregion mit der Zeit. Eben mit den geistigen Wesenheiten, vor allem, die ja dort damit verbunden sind. Also, und das sind erhabene geistige Wesenheiten, die also ja, bis zur Seraphimstufe hinaufgehen. Cherubimstufe, Seraphimstufe, ganz was Hohes eigentlich. Und, und durch diese Region gehen wir im Leben zwischen Tod und neuer Geburt durch.
Wie bewusst ist ein anderes Kapitel, aber wenn auch nicht bewusst, so führen uns diese geistigen Wesenheiten dorthin, wohin wir eigentlich hin wollen, ohne es noch ganz bewusst ausdrücken zu können, sozusagen. Selbst im nachtodlichen Leben. Aber es, es ist darin die schöpferische Willensrichtung dieses ganz bestimmten Ichs drinnen. Die liegt drinnen. Und solange wir uns dessen noch nicht voll bewusst werden können, helfen uns halt die geistigen Wesenheiten. Die können lesen sozusagen, welchen Impuls wir eigentlich haben, was wir wollen. Und dann unterstützen sie uns halt dabei, dass wir auch dorthin kommen, wo wir hin wollen. Aber sie schreiben es uns nicht vor. Also auch das ist eine Art umgekehrte Astrologie. Die, die, die Sternenwesen sozusagen lesen den Impuls, den wir mitbringen, und dort führen sie uns hin. Und dann holen wir uns dort wieder die Kräfte, die wir brauchen, um hereinzukommen fürs nächste Leben. Und so mit der Zeit, im Laufe vieler Inkarnationen, bilden wir eben eine enge Verbindung mit ganz bestimmten Sternenregionen. Also was kurz gesagt ist der Stern des Menschen, aber eigentlich eben ganze Sternregionen sind, die eben durchaus auch verteilt sein können. Ich weiß nicht, ob nein, ich glaube nicht, dass das der Steiner so im Detail schildert, irgendwo mit den verteilten Sternregionen. Es gibt so Zeichnungen auch drin, also die können sich auch, aber auch überlappen. Also wir können auch Sterne miteinander teilen, durchaus. Also das heißt, bestimmte geistige Wesenheiten, die mit diesen Sternen verbunden sind, können für den Menschen Impulse geben, aber der eine holt sich dann noch dort was, der andere zusätzlich von dort, und so gibt's eine riesige Vielfalt. Also in gewisser Weise schaut für uns der Kosmos jetzt räumlich gesehen riesengroß aus, aber im Leben zwischen Tod und neuer Geburt ist das unsere Spielwiese in gewisser Weise. Dort, wo wir spielerisch wieder neue Kräfte uns holen und einsammeln und, und damit hinuntergehen und damit die Erdenwelt umgestalten. Ja, und in dem Konten aber jetzt einmal zunächst in den Impulsen, die herunterkommen, zu den Menschen und der Bedeutung haben für die Menschen das konnten, also namentlich die Chaldäer, also die Neubabylonier, die hatten sehr viele Eingeweihte, die das lesen konnten. Und, und das war eigentlich das Besondere dieser altorientalischen Städte überhaupt. Also dass da ursprünglich zumindest sehr viel Weisheit, sehr viel eingeweihten Wissen dahinter stand. Nur es war halt auf die alte, unbewusste Art, wo das Ich im Grunde immer ausgeschaltet war. Und wenn das in der Art weiter behalten wird, dann wird der Impuls, weil er jetzt zu lange weiterwirkt in der alten Art, wird er negativ im Grunde. Und damit entsteht im Grunde aus diesem hochgeistigen Babylon als Sinnbild jetzt für alle diese Einweihungsstätten, im Einweihungsstätte könnte ich sogar sagen, also in denen diese Impulse geholt werden, wird dieser Impuls immer negativer mit der Zeit. Also er ist nicht mehr zeitgemäß, und er ist absolut also nicht mehr zeitgemäß, als sich die Geburt des Jesusknaben und dann die Geburt des Christus bei der Jordantaufe als das herannaht. Aber das ist schon Jahrhunderte vorher, zeichnet sich das ab, dass das problematisch wird. Also als Abbild davon, wo schon so gewisse Spannungen entstehen ist zum Beispiel die babylonische Gefangenschaft der Juden, also das Exil. Also das war so 6. Jahrhundert vor Christus ungefähr, ist ja ein sehr interessantes Jahrhundert, 6. Jahrhundert, weil da in etwa
fängt an aufzublühen in Griechenland, aber letztlich an vielen Orten der Welt der eigentliche Impuls des Verstandesdenkens, der eigentliche Impuls der griechisch-lateinischen Zeit, die Philosophie. In China, in Indien und so weiter, überall so etwa um die Zeit wird dieses religiöse Leben, das es zunächst war, kriegt einen anderen Einschlag. Es wird ein zwar sehr geistiges und in diesem Sinne religiöses auch, aber philosophisches Leben im Grunde. Das heißt, es fängt die Verstandesseele an zu erwachen in Verbindung aber mit der Gemütsseele, Verstandes- und Gemütsseele. Bei verschiedenen Völkern in einem unterschiedlichen Gleichgewicht Verstand und Gemüt, aber doch überall beides da. Während bei unserem heutigen Verstand großteils das Gemüt wegfällt. Also das heißt, was wir heute an Verstandeskräften haben, hat einerseits die großen Errungenschaften, naja, ich sage einmal, der Wissenschaft des 20. Jahrhunderts gebracht. Vorher ist immer noch was Gemüthaftes dabei. Bei einem Galilei, bei einem Kepler, bei einem Kopernikus oder was, da ist noch was ganz stark Gemüthaftes dabei. Und das geht, wenn man sich die Physiker, die Chemiker noch im 19. Jahrhundert anschaut, es ist noch dabei und es geht noch hinein ins, ins 20. Jahrhundert, weiß ich nicht, Max Planck, äh, der im Grunde die Quantentheorie, die Grundlage dafür geliefert hat. Tiefgläubiger Mensch aber und tief überzeugt von was Geistigem, das in der Welt wirksam ist. Aber eben ein Geistiges, das er nicht mit dem Verstand fassen kann, aber im Gemüt lebt es drinnen. Und da war er kein Einzelfall. Aber halt noch in einer Gläubigkeit drinnen, die halt die Gläubigkeit des griechisch-lateinischen Zeitalters ist im Grunde. Also des Mittelalters, sagen wir mal so, oder was hereingekommen ist. Noch nicht das wirklich Neuzeitliche, wo ein ganz anderes Gottesbild hereinkommt. Ja, selbst in dem Prinzip Naturgesetze. Eigentlich stammt die Grundidee davon ist die alte theologische Idee. Gott hat Gesetze gegeben, nach der ist die Welt geordnet. Und wir als Forscher haben die Aufgabe, halt diese Gesetze zu ergründen und abzulesen. Und, und die heutige Botschaft heißt eigentlich zu erkennen, und das Paradox ist, gerade der Planck, der also so stark an das noch geglaubt hat, an dieses alte Prinzip und daher an diese unveränderlichen Naturgesetze, alles hat eine berechenbare Ordnung drinnen und er legt die Grundlage für die Quantenphysik, wo plötzlich der Zufall so eine Rolle spielt. Wo nicht mehr eine exakte Vorherberechnung möglich ist, sondern nur mehr Wahrscheinlichkeiten. Und man kann es nicht mehr genau fassen. Das ist ganz interessant. Also, ja, in der Welt war das schon viel länger drin, aber es ist interessant, dass man zu dem Zeitpunkt, genau in dem Zeitpunkt, wo das finstere Zeitalter, das Kali Yuga, endet, das ist also mit 1900 beginnt das lichte Zeitalter. Man soll es nicht glauben, wenn man das 20. Jahrhundert anschaut, weil schon, ja, man kann sagen, ja, hurra, mit 1900 so fängt Steiner an, auch mit seiner Anthroposophie oder wo, und bringt damit wirklich ein Licht hinein in das, was vorher bei den Theosophen schon irgendwo angelegt war, aber noch nicht wirklich das Licht da war. Sondern alles noch auf mediumistische Art, auf alte Art, das sind noch alte Kräfte, wie das hereingekommen ist. Also Madame Blavatsky zum Beispiel war medial veranlagt. Das heißt, sie wusste nicht, was da immer hereinkommt. Ich meine, sie hat dann schon versucht, es in ihren wachen Momenten, und die hatte sie durchaus auch, also sie hat auch einen gewissen
Verstandesdenken natürlich auch gehabt. Also sie hat dann versucht, das zu ordnen irgendwo, aber die geistigen, die eigentlichen geistigen Erlebnisse hat sie als Medium gehabt, also als Mensch, der das nicht voll bewusst erlebt und der in dem Moment des Schauens im Grunde keine Stellungnahme dazu abgeben kann. Aber sie konnte es hereinholen. Aber das ist noch altes Prinzip und eigentlich erst mit dem Steiner kommt das Neue herein. Und, und auch für Steiner ist es natürlich ein neuer Schritt, dass dieses lichte Zeitalter beginnt. Und auch das ist mit der Grund, warum er dann erst wirklich loslegen kann, damit jetzt wirklich voll ganz offen von der geistigen Welt zu sprechen, während es bis dahin sich in philosophischen Schriften äh, eingekleidet hat, könnte man sagen. Weil zu mehr war die Zeit noch nicht reif. Einfach. Aber dann ist der Moment da, wo es eigentlich heißt, es muss hinaus. Es muss hinaus und es muss Klartext gesprochen werden. Und, aber jetzt kommt also dieses Licht herein und löst das alte Schauen ab. Und so ist eben das Prinzip auch, dass das, was in diesen alten Städten gelebt hat, in diesen Einweihungsstätten, äh, dass das einer Erneuerung bedarf. Und Babylon ist jetzt das Sinnbild geworden dafür, dass diese Erneuerung nicht passiert ist. Und dass dort aus den alten Kräften weitergewirkt wurde, äh, dass man nicht einmal verstanden hat, den Impuls, wo sich dieses Neue, was letztlich durch das Erdenleben des Christus hereinkommt, was sich aber vorbereitet im jüdischen Volk, im hebräischen Volk, im Judentum eben, dass man das nicht verstanden hat. Und, und damit auch nicht richtig einschätzen konnte er das Judentum. Also es war im 6. Jahrhundert vor Christus, um jetzt da wieder den Bogen, den Anschluss zu finden, wo es dieses babylonische Exil der Juden gab. Also wobei man sagen muss, es ist nicht jetzt das ganze jüdische Volk umgesiedelt worden nach Babylon. In Wahrheit war es die Elite der Juden, die, die umgesiedelt wurden, wie es allgemeine Praxis war, wenn ein Volk das andere besiegt hat. Weil dann dachte man, und zwar mit einem ganz bestimmten Grund. Es war jetzt gar nicht so, dass das eine extreme Versklavung jetzt gewesen wäre dort, sondern nein, man hat nur gesagt, ihr übersiedelt jetzt da zu uns, ihr habt dort auch alle Möglichkeiten im Grunde, aber was man jetzt erzielen wollte, lebt euch in unsere Kultur ein und werdet Teil unserer Kultur und mit den meisten Völkern hat das funktioniert. Sie haben einfach, okay, wir sind besiegt worden, das heißt, unsere Gottheit, die uns führt, ist offensichtlich auch nicht so toll. Die Gottheit, die das andere Volk führt, scheint irgendwie besser zu sein. Also das hat sich dann mit der Zeit vielfach herauskristallisiert. Und dann hat man einfach halt den anderen Gott angebetet, weil der offensichtlich halt einen weitergebracht hat. Also man darf das damals auch diese kriegerischen Auseinandersetzungen nicht so bewerten, wie das heute ist. Das hatte auch geistige Gründe dahinter, nicht nur äußere Machtgründe. Obwohl das natürlich in der Zeit, von der wir jetzt reden, 6. Jahrhundert vor Christus, schon sehr stark beginnt, auch als ein äußerer Machtimpuls, dass das eine Bedeutung hat. Aber jedenfalls war es der Zug, also Nebukadnezars des Zweiten, der bis nach Ägypten ging. Zu Ägypten gehörte aber letztlich auch Palästina als Provinz irgendwo dazu. Und zu dieser Zeit. Und was macht man? Man nimmt also die Führungsschicht halt mit nach Babylon und dort leben sie im Exil, aber haben alles, durften sogar selber Sklaven halten
und solche Dinge, also das war den Völkern erlaubt. Oder wäre ihnen erlaubt gewesen, das haben die Juden nicht gemacht, aber sie hätten es machen dürfen, das wäre selbstverständlich gewesen. Also sie hätten wirklich eine angesehene Stellung auch dort gehabt. Aber man wollte sie einfach in das eigene Kulturleben integrieren. Und damit erst, weil wenn ich die Führungsgeschichte habe, dann, ja, dann wird das ganze andere Volk letztlich irgendwann eins mit uns. Und, und das war also der übliche Weg. Aber mit den Juden hat man sich erstens einmal verrechnet. Also sie ließen sich nicht abbringen von ihrem Jehova, von ihrem Jahwe, sondern sie waren überzeugt, dass das eine viel größere Gottheit ist als die anderen Stadt- oder Volksgötter, die man hatte. Also das heißt, dieser Volksgott der Hebräer ist etwas Höheres. Eben ein wirkliches Volks-Ich. Und, und das konnte man nicht ausrotten irgendwo und die Juden haben trotzdem sie eigentlich ihnen gute Möglichkeiten dort geboten werden, haben sie es als ganz fürchterlich empfunden, dieses Exil. Also andere Völker, die erobert wurden, hat die Führungsgeschichte das eigentlich als sehr angenehm sogar dann letztlich empfunden. Okay, wir haben verloren, aber jetzt eröffnen sie neue Wege für uns, ganz neue Perspektiven, passt eigentlich. Und aber bei den Juden war das nicht so. Also weil eben da doch ja durch Jahwe die Widerspiegelung zumindest des kommenden, des herannahenden Christus schon drinnen war. Also eine viel höhere Geistigkeit, eine wirkliche ganz starke Ich-Geistigkeit. Die Ich-Geistigkeit in dem Sinn, natürlich haben die anderen Hierarchien, so schon die Engel auch ein Ich, aber eine Geistigkeit, die dem Volk und letztlich dann dem einzelnen Menschen das Bewusstsein für das Ich wecken kann. Das war das Neue drinnen. Und, und wo der Weg eben sich schon andeutet drinnen, dass eine Einweihung möglich wird, die ganz aus dem Ich heraus erfolgt. Den letzten Schritt haben selbst die Juden da nicht geschafft damals, zu der Zeit. Und daher den Christus verkannt haben, weil der eben an diesem Prinzip, an ihren Prinzipien gerüttelt hat und damit die Priesterschaft, ich will nicht sagen überflüssig gemacht hat, aber ihnen eine andere Rolle gegeben hätte. Jedenfalls nicht die, dass der Priester der ist, der jetzt für die ganze Gemeinschaft alles hereinholt oder und solche Dinge. Ja, und daher entstand aber insbesondere im Judentum halt wurde dann auch immer mehr Babylon, also das Sinnbild einfach dafür für fehlgeleitete geistige Kräfte und für Seelenkräfte, die daraus entstehen. Also das heißt, Babylon ist ein seelisches, das nicht bereit ist, diese Ich-Gottheit aufzunehmen. Und zwar zunächst einmal die Volksseele. Das haben sie gemerkt. Also sie hätten mit Babylon dann einverstanden sein können, wenn diese zu Jahwe bekannt hätten. So hätte es laufen können, aber das wollten sie natürlich auch nicht. Und, und das ist also diese Stadt- oder Volksseele, die drinnen ist. Aber jetzt will ich zur Auflockerung einmal so das Bild dazu zeigen auf dichterische Art. Es hat doch der Heinrich Heine das schöne Gedicht Belsazar geschrieben. Belsazar ist ein Nachfahre des Nebukadnezar. Und, und also Nebukadnezar des Zweiten, um es genauer zu sagen. Und er war niemals wirklich König, obwohl es in der Bibel so drinnen steht, aber er hatte nur eine Stellvertreterrolle. Also sein Vater war eigentlich König und, und er war halt ein Nachfahre, der zeitweise halt Statthalter des Königs war, der halt auf Kriegszügen oder sonstiges war. Und da kommt jetzt eine berühmte Geschichte drinnen vor. Ich werde es euch dann auch in der Bibel zeigen, wo die Vorlage drinnen ist. Aber jetzt einmal so ein bisschen
kräftig geschildert, Belsazar. Die Mitternacht zog näher schon, in stiller Ruh lag Babylon. Nur oben in des Königs Schloss, da flackert's, da lärmt des Königs Tross. Dort oben in dem Königssaal, Belsazar hielt sein Königsmahl. Die Knechte saßen in schimmernden Reihen und leerten die Becher mit funkelndem Wein. Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht, so klang es dem störrigen Könige recht. Des Königs Wangen leuchten Glut, im Wein erwuchs ihm kecker Mut, und blindlings reißt der Mut ihn fort, und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. Und er brüstet sich frech und lästert wild, die Knechtenschar im Beifall brüllt. Der König rief mit stolzem Blick, der Diener eilt und kehrt zurück. Er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt, das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis zum Rand. Und er leert ihn hastig bis auf den Grund und rufet laut mit schäumendem Mund: Jehova, dir kündig auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. Doch kaum das grause Wort verklang, dem König heimlich ward's im Busen bang. Das gellende Lachen verstummte zumal, es wurde leichenstill im Saal. Und sieh, an weißer Wand, da kam's hervor wie Menschenhand. Und schrieb an weißer Wand Buchstaben von Feuer und schrieb und schwand. Der König stieren Blicks da saß, mit schlotternden Knien und totenblass. Die Knechtenschar saß kalt durchgraut und saß gar still, gab keinen Laut. Die Magier kamen, doch keiner verstand zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belsazar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht. Also hat ihm nicht so gut getan. In der biblischen Geschichte geht es sehr ähnlich, es ist sehr angelehnt, aber es kommt dann auch, weil die ganzen Magier wissen, nicht zu deuten, diese Schrift, die da an der Wand steht. Wir werden sie gleich hören, sie ist sehr bekannt. Ja, zum Schluss wird wirklich ein jüdischer Seher, der Daniel, gerufen, der eben auch dort im Exil ist und auch dort lebt. Und der weiß es zu deuten. Also und es ist also so, dass der König eben wirklich reiche Gaben ihm anbietet und weil er wirklich also zutiefst schockiert war von dem Ganzen, also er hat schon mitbekommen, da ist jetzt was passiert. Da ist jetzt was passiert, was nicht sein sollte. Also wieder Irrtum. Totaler Irrtum, Hochmut aus dem heraus, ach, ich bin der Größte und verwechselt das Ich halt mit dem Ego oder umgekehrt, wie immer man will und merkt plötzlich, aha, in dem, was ich da, ist aber nicht der richtige Geist drinnen. Irgendwo spürt er das. Und das Volk, die Ritter um ihn, spüren es auch. Also sie spüren, da ist jetzt was reingekommen, da ist der falsche Geist hereingekommen. Und das heißt, der König wird im Grunde, spüren sie, zum Werkzeug der Widersacher. Und darum bringen sie ihn auch um letztlich. Aber also der Daniel
wird reich oder soll reich beschenkt sein. Also ist Daniel äh, fünftes Kapitel. Nicht ganz von Anfang, es ist ziemlich lang, dieses Kapitel, aber ich werde es ein Stück lesen, eventuell was überspringen, was nicht so wichtig ist. Da fing Daniel an und sprach vor dem König: Behalte deine Gaben und gib dein Geschenk einem anderen. Ich will dennoch die Schrift dem König lesen und kundtun, was sie bedeutet. Ja, und da springen wir gleich dorthin, was sie bedeutet. Ich muss mir ein bisschen zum Licht hinüberbeugen, sonst ist es nämlich sehr klein da die Schrift und meine Brille ist nicht gut genug. Ja, also es geht eben darum, dass die Könige sich dem höchsten Gott eben auch demütig zu beugen haben. Aber du, Belsazar, sein Sohn, also sein Sohn des Nebukadnezar wird er da genannt, historisch stimmt es nicht so ganz, aber es ist egal. Aber du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben. Und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen und da deine Mächtigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken. Dazu hast du die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch fühlen können, also Götzenanbetung. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht. Mene, mene, tekel, Parsin. Und also Menetekel, der Ausdruck ist heute noch bekannt als ein böses Omen. Und dieses böse Omen bedeutet dem Folgendes. Und sie bedeutete dies: Mene, das ist, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Also die Seelenwaage eigentlich, also wie es im ägyptischen Totenbuch zum Beispiel drinnen ist. Und Peres, also das ist das Aparsin, Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt unter den Medern und Persern gegeben. Also du hast dein ganzes Reich verloren. Du hast auch dein ganzes Reich verloren, es wird zerteilt, dein Reich, und du hast es verloren. Ja, und dann geht's noch zu Ende. Da befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte und ihm eine goldene Kette um den Hals geben. Und er ließ von ihm verkünden, dass er der Dritte im Königreich sei. Sehr interessant, der Dritte, eben weil Belsazar in Wahrheit nur der Stellvertreter des Königs war. Er war eigentlich der Zweite. Und der Daniel, das soll jetzt der Dritte sein. Also der Dritte im Königreich, weil er das aufgeklärt hat. Also er erkennt jetzt seinen Irrtum und dafür dankt er ihm in gewisser Weise. Dafür belohnt er ihn sogar. Und dann der letzte Satz wie da: Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. So steht es da in der Übersetzung von Luther. Also es geht um diesen Kampf der alten Geistigkeit mit der neuen. Die alte Geistigkeit, die bereits also und da ganz deutlich halt von dem Luziferischen erfüllt ist, das ist also das Erste, was kommt. Und das hatten wir ja auch jetzt am Beginn des 17. Kapitels ganz stark drinnen in der Apokalypse.
Ja, vielleicht, bevor ich auf das gehe, vielleicht lese ich euch sogar noch was aus dem Buch Daniel, weil dann werdet ihr sehen, es gibt ganz viele Bilder, gerade auch im Buch Daniel, die man in ähnlicher, aber leicht abgewandelter Form dann in der Apokalypse wiederfindet. Vielleicht ist das als Vorbereitung ganz gut. Weil auch das ist nämlich müsste es dann wirklich sehr genau lesen, sehr genau vergleichen, wo sind die Ähnlichkeiten, wo sind die Unterschiede. Weil auch da ist jetzt ja noch ein Sprung, ich meine, es geht da jetzt genauso fast, wie es dem Belsatzer geht. Es ist vom Alten Testament zum Neuen ist noch ein Sprung da. Und das ist der eigentliche, der große Sprung dann da. Und der eben vom Volks-Ich zum individuellen Ich hingeht. So, vielleicht nur ein paar Stückel. Und zwar da jetzt Daniels 7 ist also nachdem der Belsatzer umgebracht wurde in Wahrheit, aber es bezieht sich gerade auf den Beginn der Herrschaft des Belsatzer. Also das ist nicht so ganz chronologisch geordnet, das ist ein bisschen, springt es hin und her. Im ersten Jahr Belsatzars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte auf seinem Bett. Und er schrieb den Traum auf und dies ist sein Inhalt. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die 4 Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Und 4 große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden. Und es wurde von der Erde aufgehoben und auf 2 Füße gestellt, wie ein Mensch. Und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen 3 Rippen. Und man sprach zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Danach sah ich und siehe, ein anderes Tier, gleich einem Panther, das hatte 4 Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken, und das Tier hatte 4 Köpfe, und ihm wurde große Macht gegeben. Danach sah ich in diesem Gesichte in der Nacht, und siehe, ein 4. Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne. Fraß um sich und zermalmte, und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da brach ein anderes, kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem 3 der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, und es redete große Dinge. Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee, und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron, und dessen Räder loderndes Feuer und so weiter und so weiter. Jetzt geht die ganze Schilderung, auch diese Erscheinung, diese Gestalt mit dem Kleid weiß wie Schnee, das Haar rein wie Wolle. Alle die Bilder haben wir da in ein bisschen anderer Form drinnen in der Apokalypse. Also gerade also besonders Daniel, Ezechiel sind also schon Visionen, die das vorbereiten irgendwo. Aber es wird da in anderer Weise aufgenommen. Wir haben ja das letzte Mal
auch schon gesprochen über dieses Tier, hatten ja auch schon in früheren Vorträgen gesprochen, also das letzte Mal war so ein bisschen Erinnerung, also was die 7 Köpfe bedeuten und was die 10 Hörner bedeuten. Da habe ich euch erzählt, die 7 Köpfe sind 7 Entwicklungsstadien, ja im Grunde bis hin zum heutigen modernen Menschen. So könnte man es sagen, also bis zum Homo sapiens hin. Von den ersten Anfängen, wo eben wirklich genau die Sphinxtiere auch noch da ein bisschen verändert, wo der Bär dabei ist und so weiter. Also es ist ein bisschen anders. Aber da sind es wirklich also Löwe, Adler, Stier und dann die Menschengestalt oder das Menschenantlitz. Also das sind die ersten 4. Da ist es noch, ringt sich die menschliche Gestalt eigentlich noch ganz aus dem Tierreich heraus, wenn man so will. Oder besser gesagt, es sind die Tiere, die der Mensch aus sich heraussetzt, damit er seine Gestalt bekommen kann. Und dann sind aber noch in der atlantischen Zeit, in der späteren atlantischen Zeit noch 3 Menschenformen, die sind bereits menschlich, sind auch, richten sich also auch bereits auf, sind aufgerichtet. Das ist ja das, was den Menschen ganz besonders auszeichnet, dass er von Natur aus diese aufgerichtete Haltung hat, die in der Vollkommenheit kein Tier zusammenbringt, die ja bis in den Bau gerade des Fußes zum Beispiel drinnen sich widerspiegelt, das Gewölbe, das da drinnen ist. Übrigens für die Baukunst die Inspiration schlechthin. Wir können Brücken bauen und Gewölbe bauen, weil wir das haben. Und etwas von der Weisheit dort hineinbringen können. Aber eben Kathedralen bauen können die Tiere nicht. Sie können wunderbare Biberbauten oder Ameisenbauten machen, aber das ist was anderes, als wenn man so eine Kathedrale baut mit den Bögen. Jetzt nehmt die Gotik her oder schon die Romanik vorher. Das haben wir dem zu verdanken. Das liegt in uns drinnen, dass wir diese aufrechte Haltung uns erworben haben. Und dann geht's weiter, Spracherwerb, also dass die Sprachorgane geeignet werden, wirklich das Seelische und Geistige, das im Menschen lebt, auszudrücken, in klarer Form auszudrücken, so dass man es von Mensch zu Mensch weitergeben kann und dann als letztes, eigentlich als allerletztes halt, dass das Hirnkastel da oben äh, auch ausreift, um irgendwann äh, Verstandesorgan zu werden. Erste Ansätze dazu sind ja auch schon in der atlantischen Zeit. Also wenn wir jetzt gesprochen haben mit der griechischen Zeit, ja, das ist halt eine Wiederholung im Grunde der atlantischen Zeit und dort reift das dann ganz besonders aus, aber die Anfänge sind ja schon in der atlantischen Zeit. Aber jedenfalls 3 Menschenstufen werden noch unterschieden, bis es also dann da oben angekommen ist und auch die Sinne so geschärft und wach sind, also die Fernsinne vor allem, eben die Augen, die natürlich ja im Adler sind die Augen auch sehr scharf, noch schärfer als beim Menschen, aber der ganze Rest fällt irgendwo. Und die anderen Sinne sind wenig ausgeprägt. Also beim Adler ganz große Einseitigkeit, das konnte der Mensch nicht brauchen, dann hat er den Adler sozusagen rausgeschmissen irgendwo. Aber wir haben etwas von der Schärfe seines Sehvermögens behalten. Wir Europäer sind sogar danach benannt. Europa, Ops, die Gutsehenden. Ja, also das heißt, die wach in den Sinnen sind. Wir wachen so richtig auf für die Sinneswelt. Das fängt in der griechisch-lateinischen Zeit an. Und das Griechenland schwebt noch so zwischen Europa und Asien. Das ist es ja. Darum hat der Mythos mit dem Zeus, der in Stiergestalt die Europa eben entführt und eben nach dem Land, auf den Kontinent trägt, der dann eben Europa genannt wird. Also wir sind die Gutsehenden, die Wachsehenden. Weil man muss denken, selbst die Menschen noch, also in der atlantischen Zeit, bevor
man in das letzte Stadium kommt, in das dritte Stadium hinein, sehen die Welt noch ganz anders als wir. Sie haben Augen, sie als Wesen können sie sich orientieren in der Welt, das heißt, sie finden sich zurecht, aber im Bewusstsein erleben sie ganz was anderes. Ich meine, unser Bewusstsein ist heute so, dass wir halt eine gegenständliche Welt erleben. Und in dieser gegenständlichen Welt tun sich schon die Tiere geschickt bewegen, aber wir dürfen nicht glauben, aha, die sehen das jetzt genauso wie wir. Was sie im Bewusstsein erleben, ist ganz was anderes. Und sie erleben sehr viel mehr von dem, was wir heute als durchschnittlicher Mensch nicht erleben. Also sie erleben sehr viel, was man als seelisches oder geistiges bezeichnen kann, was rundherum ist. Also die Art ist einfach anders. Und beim Menschen war es in der atlantischen Zeit auch lange noch so. Aber zum Schluss, und das drückt sich letztlich auch in der Sage der Europa aus, dass sich der Prozess ja eigentlich im Grunde vollendet sich der dann, wenn es hingeht gegen die griechische Zeit. Dann erst ist es so, dass die Menschen wirklich jetzt aufwachen, ganz für die äußere Welt und wirklich Freude daran empfinden lernen. Bis dahin war immer noch das Empfinden, ja, ja, da kommt ein Bewusstsein herauf, das ist anders, als wir es vorher hatten, aber da kommen so Schattenbilder herauf eigentlich. Es verdunkelt sich das Geistige, das wir alle sehen und eigentlich, ich finde mich nicht zurecht in der Welt, nicht so gut zurecht. Schlechter als vorher. Vorher habe ich geschickt alles gemacht, aber im Bewusstsein habe ich ganz was anderes erlebt. Kann man sich kaum vorstellen. Obwohl sie schon Werkzeuge machten und geschickt die Hände geführt haben. Aber sie haben dabei was anderes erlebt. Sicher, mit der Zeit kommen die Konturen auch fürs Bewusstsein heraus, aber sind noch ganz von was Geistigem umgeben und daher ist jedes Werkstück, fühlen sie wie beladen, überladen, geradezu mit bestimmten geistigen Kräften. Ich meine, wenn die Steinzeitmenschen ihre Klingen gemacht haben, das ist ein großes geistiges Erlebnis und da ist verbunden damit sozusagen eine Geistigkeit mit der Klinge. Eine ganz bestimmte und die haben sie als Aura gesehen, da sind Elementarwesen, die mitwirken bei jedem Schlag, den ich da drauf mache. Befreie ich Elementarwesen. Das ist das Elementarwesen, die im Erdelementarwesen, also die im Festen drinnen sind. Die empfinden ein ungeheures Glücksgefühl und eine Befreiung, wenn Steine zerschlagen werden. Also nicht Zertrümmerung eines Fels, um Gottes Willen, die armen Elementarwesen. Nein, sie sind glücklich, weil eigentlich sind sie da drinnen gefangen, so empfinden sie. Sie sind gefangen drinnen und niemand nimmt uns wahr. Niemand erlebt uns. Und wir sind wie in einem Kerker da drinnen. So ist die Empfindung. Und weil sie brauchen, äh, wie soll ich sagen, um sich ganz zu fühlen, brauchen sie äh, das Bewusstsein, ja, da ist eine geistige Wesenheit, die nimmt mich wahr. Gut, jetzt gibt es natürlich die Engelwesenheiten aus den Engelhierarchien, die die Elementarwesen führen, die nehmen sie wahr. Aber das Schlimme ist, die Menschen nehmen mich nicht wahr. Das ist das ganz besonders Schlimme, weil das sind die interessantesten Wesen eigentlich. Die, die sind so mysteriös, von denen weiß man nichts und, und schon zauberhaft ist, wie sie in die Welt kommen. Ja, ihr wisst vielleicht, also die Elementarwesen können die Kinder nicht wahrnehmen. Und sie sind aber immer so glücklich, wenn man ihnen von Kindern daher erzählt, wie die eigentlich sind. Weil die Kinder sind also noch nicht ganz da angekommen. Und gerade so in den ersten 3 Jahren, bis sie ganz ankommen, äh,
das ist rätselhaft für die, wie das zugeht. Das ist für die Elementarwesen rätselhaft. Und sie wollen also sich mit den Menschen verbinden, sie wollen wahrgenommen werden. Und, und das war der Ursprung der Technik, wenn man so will. Steine schlagen oder was. Das ist eine Befreiung, nicht nur eine Befreiung aus diesem Kerker, in den ich gebannt bin, sondern da ist dieses rätselhafte Wesen, das ich kennenlernen will, das mir weiterhelfen kann als Elementarwesen. Weil Elementarwesen, es gibt aufsteigende und absteigende. Und dass sie aufsteigend sein können, das heißt eine Zukunft vor sich haben, zu etwas Höherem aufsteigen zu können, liegt sehr stark daran, dass sie dem Menschen begegnen. Dass der Mensch sie wahrnimmt, sie in sein Bewusstsein aufnimmt und dadurch erlöst. Es geht ja um geistige Kräfte. Ich meine, wir tun immer in Bildern schildern, ja, als Zwergerl oder so und Dinge, aber man darf sich natürlich nicht vorsetzen, ah, das ist jetzt ein Mini-Zwergerl, das sitzt im Stein drinnen. Und das wäre sinnlich wahrnehmbar. Es ist eine geistige Kraft, die mit der Bildung des Steins verbunden ist, die sozusagen schläft drinnen, als Spur könnte man sagen, drinnen schläft oder dumpf tätig ist in einer gewissen Weise mit einer großen Intelligenz, aber trotzdem nicht mit der Wachheit des Menschen, jedenfalls nicht mit dem Ich-Bewusstsein eines Menschen, weil das haben sie eben nicht. Sie sind wach, also gerade die Erdelementarwesen sind wach, sie sind sogar überwach, aber sie haben trotzdem nicht das Ich-Bewusstsein. Und, und gerade diese Erdelementarwesen stehen immer vor der Rätselfrage, was fange ich mit diesem hellen Bewusstsein eigentlich an? Das, das, das ist doch für was ganz Besonderes reserviert, mit dem hat es irgendwas. Und die Engel können mir das nicht erzählen, die wissen das nicht. Aber da ist dieses komische Wesen, das eben hier und da kommt und diese Steine in die Hand nimmt und anfängt da zu schlagen. Und der Mensch erlebt was dabei. Und das Elementarwesen, die Elementarwesen erleben was dabei. Ein gemeinsames Erleben wird es. Was Großartiges. Und aber jetzt, wo das sinnliche Bewusstsein dann immer stärker wird, ich sehe den Stein äußerlich als Gegenstand. Vorher war es eigentlich fast wie eine kultische Handlung, die ich geistig erlebt habe. Ja, sicher, meine Augen haben dort hingeschaut. Und von mir aus, sagen wir es, wie es heute die Hirnwissenschaftler sagen, ja, das Gehirn verarbeitet die Impulse und steuert das dann alles. Ist so gesehen ein Blödsinn, aber was richtig ist, es passiert völlig unbewusst. Mit schlafwandlerischer Sicherheit. Viel sicherer, als wenn der wache Verstand, warte, wie muss ich denn das machen? Oh, jetzt habe ich mich geschnitten. Ah, botschert. Die, wirklich wie fast in einem Trance-Zustand haben die das gemacht, haben auch durch Gesänge, Rhythmen oder was sich in das hineingebracht, in den Trance-Zustand, und dann haben sie das gemacht. So hat es begonnen. So hat es begonnen. Und dabei großartige Erlebnisse, aber dieses Erleben verblasst immer mehr, bis dann irgendwann wirklich nur mehr der Stein da ist. Aha, ich sehe einen Stein und erlebe die Elementarwesen nicht mehr. Bitter für den Menschen, bitter für die Elementarwesen. Und das ist halt immer mehr verloren gegangen, aber Reste von solchen Erlebnissen waren eben bis in die babylonische Zeit hinein durchaus noch da. Fürs Irdische noch am allerwenigsten, da war es schon am meisten aufs Gegenständliche orientiert, aber eben die Magier konnten wenigstens noch die Impulse aus der Sternenwelt lesen.
die großen, die großen Impulse. Aber das, das, diese alten Kräfte taugen also jedenfalls nimmer und etwas Neues muss gesucht werden. Und Babylon steht also für die alten Kräfte. Für die alten Kräfte. Und damit sind sie aber die größten Gegner des Christus. Weil er ist der diese Kräfte in dem Sinn überwindet, dass er sie in die Zukunft führt. Also mit dem vollen Ich-Bewusstsein verbindet. Und dann ist es gut. Und die das mit dem nicht mitgehen wollen, bleiben auf dem alten Weg. Und daher wird dann selbst, das ist das Paradoxe, selbst dieser Jehova-Impuls, dieser Jahwe-Impuls letztlich abgelöst durch den Christus-Impuls. Das ist der nächste Schritt. Ich meine, wobei so was immer nachwirkt und soll auch, also das ist auch ganz wichtig, weil jetzt könnt ihr jetzt wieder fragen, na gut, dann wie ist denn das dann mit dem Judentum? Dann ist das passé und eigentlich sollten sie aufhören damit. Sollen sie doch auch bekehren lassen. Nein, nein, es ist eben immer wichtig, dass auch ein Teil der alten Kräfte gepflegt wird, in richtiger Weise gepflegt wird und in die Zukunft getragen wird, damit es dann einmal verwandelt werden kann. Und am allerspätesten werden die frühesten Kräfte verwandelt werden können. Also zum Beispiel gerade dieses Urwissen im Umgang mit der Natur, das eben die atlantischen Menschen, die Steinzeitmenschen, wenn man so will, hatten. Das wird am allerspätesten verwandelt werden. Und, und daher äh, irgendwo sagt es der Steiner ganz deutlich, darum so wichtig, dass aber auch, weil diese alte Geistigkeit ja immer auch an eine bestimmte Körperlichkeit gebunden war. Beim neuen geistigen Weg ist das nicht mehr so der Fall, weil sich sowieso jeder Mensch also seinen individuellen Körper baut. Also da spielt die Vererbung für die geistige Anlage keine wirkliche Rolle. Es ist eine Unterstützung, darum sucht man sich halt eine bestimmte Vererbungslinie, die halt eine gute Vorgabe einmal ist, dass es leichter ist, das aber dann ganz dem eigenen anzupassen. Aber die alten Fähigkeiten sind ganz stark an die Vererbungsströmung gebunden. Und das heißt, wenn alle diese alten Völker ausgerottet würden, aussterben, es gibt ja noch wirkliche Naturvölker und man sorgt sich ja heute doch bis zu einem gewissen Grad darum, dass die wirklich ihre Unberührtheit behalten können. Weil das Problematische ist, es geht gar nicht darum, dass man jetzt hingeht und die umbringt aus irgendeinem Grund, sondern allein durch die Begegnung mit unseren heutigen zivilisierten Menschen, mit den anderen Keimen, Bakterien, Viren, die sie in sich tragen, die überhaupt, mit denen die niemals in Berührung gekommen sind, weil wir haben einfach die Bakterien, die Viren, die wir brauchen für unsere Zeit, für unsere Entwicklung im Grunde. Die sind aber für die dort tödlich. Also da rede ich jetzt nicht vom Coronavirus oder was, dass wir das dort hinschleppen, von dem rede ich gar nicht, sondern Dinge, die für uns völlig harmlos sind. Wir haben ja eine Unzahl, also Billionen von Bakterien und noch mehr an Viren in uns, ohne die könnte man gar nicht leben. Aber nur die wir in uns tragen, sind für diese Völker oftmals tödlich. Wirklich tödlich. Ich meine, viele dieser Völker sind nur dadurch umgekommen, dass sie Kontakt hatten mit den sogenannten zivilisierten Menschen. Aber das weiß man mittlerweile und ist vorsichtiger geworden. Aber trotzdem ist natürlich sehr, sehr viel schon dezimiert worden und es wird wichtig sein, dass dieser Körperlichkeit eben die Chance gegeben wird, dass sie sich wirklich fortpflanzen kann, dass also die Vererbungsströmung erhalten bleibt. Wirklich auch in einer relativ, weil es ist ja dann im Grunde sind diese Völker nicht sehr groß, es ist im weitesten Sinne eine fast inzestuöse Strömung, die da drinnen ist, weil die Völker sind nicht so riesig. Aber
in, in dem Fall wirkt das gerade mit dazu, dass diese alten Kräfte bewahrt werden, bis zu einem gewissen Grad. Und die werden wir noch brauchen, um sie dann in neue Kräfte zu verwandeln. Also gerade was im Umgang mit der Natur, mit der Erde, was wir dann noch lernen müssen, damit wir dann, wenn wir uns nicht mehr verkörpern werden auf der Erde, dann wirklich, äh, wie soll ich sagen, Profis sind im Umgestalten der Erde. Äh, Dazu brauchen wir ganz diese Kräfte dieser alten Naturvölker, um sie in neuer Form dann einsetzen zu können. Aber wir brauchen nicht glauben, dass wir mit unseren heutigen, modernen, ganz wachen Einweihungsmethoden schon alle die Fähigkeiten auf neue Art haben könnten, wie sie diese Völker noch haben. Das müssen wir erst von ihnen lernen. Und, und daher ist das ganz, ganz wichtig. Also das heißt, keines der Völker oder keine dieser alten Kulte oder Religionen ist so einfach, dass man leichthin sagt, na, das ist alt, das ist überwunden. Manches haben wir schon bewältigt, das brauchen wir nicht mehr. Also die ägyptische Einweihung brauchen wir nicht mehr. Das haben wir aufgearbeitet. Und Und wenn wir heute noch an das herangehen, dann ist es eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Ihr wisst ja, die ägyptische Zeit spiegelt sich an der griechisch-lateinischen und die Spiegelung sind wir jetzt gerade. Also wir spiegeln die ägyptische Zeit. Und daher ist es jetzt für uns Zeit, die ganzen chaldäisch-ägyptischen Kräfte in neue Kräfte umzuwandeln, auf neue Art das hinzukriegen. Und in der nächsten Kulturepoche wird es darum gehen, die Kräfte der urpersischen Zeit in neue zu verwandeln. Aber selbst diese Kräfte der urpersischen Zeit, also namentlich dieses Zähmung der Tiere und dergleichen, also Züchten der Kulturpflanzen, in der Art, wie man es damals gemacht hat, in der geistigen Art, können wir es heute noch nicht. Ich meine, was wir an gentechnisch Veränderten machen, entspricht dem eben genau nicht. Das ist es genau nicht. Da machen wir genau das, wir machen bestimmte Pflanzen, die unseren Zwecken dienen. Und, und äh, wir sollen in der Zukunft an der Pflanzenwelt, an der Tierwelt mitarbeiten, haben wir ja schon gesprochen darüber, aber eben aus diesem geistigen Verständnis heraus. Und was Neues hineinbringen. Und das erste Wichtige ist dabei, dann dürfen wir nicht mit dem Zweckgedanken so herangehen, wie wir heute herangehen. Ich meine, eine gewisse Zielrichtung gibt es, eben die ganze Welt teilnehmen zu lassen an dem, was durch den Ich-Impuls in die Welt gekommen ist und damit alle anderen Wesen, bei denen das möglich ist, vorbereiten einen Weg einmal zur Freiheit irgendwann in der Zukunft, also dass sie eine Entwicklung aus eigener Kraft einmal haben können und je mehr uns das gelingt, desto besser für die Zukunft. Aber jetzt können wir das noch nicht. Jetzt haben wir so ganz banal äußere Zwecke, na wie dient uns, wie können wir halt mehr Ertrag herausholen oder sonst was, oder wie können wir es machen, dass die ganzen Unkräuter nicht das befallen, wie kann ich das gleich ins Gen einbauen, damit wird aber die Welt in kürzester Zeit immer öder werden, weil diese Vielfalt verloren geht. Also das müssen wir lernen, nicht dringend jetzt in unserer Zeit lernen. Sonst ist es ein ganz verzerrtes Bild dessen, was im Alten einmal da war. So wie es halt der Belsatzer, wenn er sich halt die heiligen Becher im Grunde holt und nur seinen Wein daraus trinkt, dann, ja, so in etwa machen wir es heute. Wir nehmen die geistigen Gefäße der Vergangenheit und füllen da so ganz banale Dinge hinein. Und damit missbrauchen wir das Geistige, in Wahrheit. Und äh, um das geht es also bei diesen Schilderungen vom Abgrund.
der Abgrund, der dann letztlich eben in dieses Schwarzmagische führt. Es ist der Missbrauch geistiger Kräfte. Wir missbrauchen unsere geistigen Kräfte. Und das ist heute in großem Stil der Fall. Wir müssen nur schauen, und das ist der Weg halt in die schwarze Magie. Wir tasten uns also so langsam heran und viele tappen blind in die Richtung hin. Und ja, aber das werden wir in den nächsten Malen uns mit dem auseinandersetzen müssen. Also wir versuchen vorsichtig jetzt einmal da diesen Höllentrichter, diese Unterwelt, diesen Höllenpfuhl sozusagen zu betreten. Vorsichtig. Vorsichtig. Wir müssen wirklich Schritt für Schritt gehen. Aber es ist wichtig, denke ich, für uns zu sehen, wo wir ganz konkret heute schon mit diesen Dingen konfrontiert sind. Ich meine, die Apokalypse ist einerseits eine Prophezeiung für die Zukunft. Ja, glaube ich, das Problem wird uns noch lang beschäftigen, und bis wir daraus wirklich das neue Jerusalem gemacht haben, also wirklich geistig vorbereitet haben, die nächste kosmische Verkörperung unserer Erde, da vergeht sicher noch viel Zeit. Also auch wenn wir dann längst nicht mehr im physischen Leib arbeiten werden, aber da ist noch vieles zu tun. Und wir haben halt jetzt in den paar Jahrtausenden, die uns so durchschnittlich noch bleiben, viel zu tun, alles das Geistige zu schöpfen und an dem zu arbeiten, dass wir halt nur hier in der physischen Welt erringen können, in der beständigen Auseinandersetzung gerade mit den dunklen Kräften da unten. Das ist wichtig. So, da ist jetzt gerade eine Nachricht gekommen. Aber ich glaube, wir sind jetzt schön. Ja, das war nur ein Kommentar, danke. Zum Glück kein Unfall, der passiert ist im Livestream. Also ich danke euch fürs Dabeisein. Wir gehen jetzt so langsam hinunter in den Höllentrichter in den nächsten Mal. Ich danke euch fürs Dabeisein. Und jetzt möchte ich euch wieder sehen. Bitteschön. Liest du nochmal zum Abschluss den Belsatzer? Bitte? Liest du nochmal zum Abschluss den Belsatzer? Oder nächstes Mal? Soll ich noch einmal was? Ja, noch einmal? Nein, ich lese heute noch. Es kam gerade der Wunsch, ich soll noch einmal den Belsatzer lesen. Wollt ihr das oder habt ihr schon genug für heute? Gut. Gut. Ja, dann lese ich ihn. Ich mache mir jetzt ein besseres Licht. Kannst du noch nicht auswendig? Fast. Aber gerade an dem entscheidenden Moment, da stesse ich mich auf gut Deutsch, stolpere ich. Darum habe ich bei Gedichten immer gern das Zettelchen in Blickweite. Und da muss ich aber gut schauen können, weil ich schaue ja fast nicht hin, dass ich im notwendigen Moment die richtige Stelle finde. Sonst. Na gut, also verzeiht mir. Heinrich Heine, Belsazar. Die Mitternacht zog näher schon, in stummer Ruh lag Babylon. Nur oben in des Königs Schloss, da flackert's, da lärmt des Königs Tross. Dort oben in dem Königssaal, Belsazar hielt sein Königsmahl. Die Knechte saßen in schimmernden Reihen und leerten die Becher mit funkelndem Wein. Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht, so klang es dem störrigen Könige recht. Des Königs Wangen leuchten Glut, im Wein erwuchs ihm kecker Mut, und blindlings reißt der Mut ihn fort, und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. Und er brüstet sich frech und lästert wild, der Knechten Schar im Beifall brüllt. Der König rief mit stolzem Blick, der Diener eilt und kehrt zurück. Er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt,
das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand, und er leert ihn hastig bis auf den Grund und rufet laut mit schäumendem Mund: Jehova, dir kündig auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. Doch kaum das grause Wort verklang, dem König ward's heimlich im Busen bang. Das gellende Lachen verstummte zumal, es wurde leichenstill im Saal. Und sieh, an weißer Wand, da kommt's hervor wie Menschenhand, und schrieb an weißer Wand Buchstaben von Feuer, und schrieb und schwand. Der König stieren Blicks da saß, mit schlotternden Knien und leichenblass. Die Knechtenschar saß kalt durchgraut und saß gar still, gab keinen Laut. Die Magier kamen, doch keiner verstand zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belsazar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht. In diesem Sinne. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Abend. Noch. Papa. Danke. Na, bitte um Gottes Willen. Danke. Bis zum nächsten Mal. Frau Sauer, was hast du da Schönes im Bild? Ich muss das sehen. Ah, das ist die Kamera, genau. Gut. Ich verabschiede mich auch vom Livestream. Wenn wir kurz da hinübergehen. Vielen Dank fürs Dabeisein im Livestream. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Schönen Abend. Schönen Abend. So.